sind auf dem Friedhof. Okay, stimmt, stimmt. Bis dahin. Ups. Ach du Scheiße, Moment, da muss ich ja erst... Oh. Ich habe ja das mit der Blindenschrift gemacht. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe alles wieder vergessen. Das kaputt machen, ja. Okay. Darf ich überhaupt nicht? Huch! Oh, hallo. Wow! Okay. Fängt gut an. Ja, gutes Rennen. Aber. Ey. Was gesagt? Jetzt sind natürlich Vampire auch noch hier. Hab ich jetzt ein... Ich habe jetzt einen Soundbug? Fängt ja gut an. Bitte verschwinde, Soundbug, bitte. Och nö, Spiel, echt jetzt? Ich habe jetzt ganz einen Soundbug. Hallo, kann ich kurz mit dir reden? Vielleicht geht er weg. Good evening, Christina. Nein, geht er nicht. Ja, was mache ich denn jetzt? Okay, Soundbug habe ich auch noch nicht gehabt. Das Spiel überrascht mich immer wieder mal. Okay, ich muss einen Gegner finden. Vielleicht hört dann der Soundbug auf. Oder es kommen noch mehr Soundbugs. Das kann natürlich auch sein. Hoffen wir nicht. Weil ich will jetzt nicht in Cutscenes diesen komischen Soundbug die ganze Zeit haben. Da ist ein Gegner. Gegner, hallo. Hallo, guten Tag. Aua. Ich hab dich aufgehalten. Ich glaube, ich muss das Spiel neu starten. Das Problem ist, ich muss dann wieder am Arsch der Welt rumlaufen, glaube ich. Och, Manu. Bitte sag mir, dass du hier irgendwo einen Checkpoint machst, automatisch. Bitte, Spiel, bitte. Dieser Sound geht einfach nicht weg. Ich gehe jetzt in meine Unterstufe und hoffe, dass, wenn ich schlafen gehe, dass es verschwindet. Dann gucken, wo das ist. Oh, das ist gut. So, oder? Hä? Muss wir das mal markieren? Bin ich lost oder bin ich lost? Was hat er? Ich habe den Unterschlupf noch gar nicht benutzt, das ist das Problem. Hä, aber das... Wo denn? Warte, 17 Meter noch. Ja gut. Okay. Wir gehen mal kurz zurück zum Hauptmenü. Ja, mach mal.
Soundbug weg. Oh, er ist weg und er hat hier gespeichert. Sehr schön. Ah, sehr schön. Hallo Schaftier, na? Schön, dass du reinschaust. Du hast gerade einen wundervollen Soundbug verpasst. Den habe ich auch noch nie gehabt. Aber gut. Warte mal, ich kann ja eine Nebenquest mal folgen. Ich glaube, hier habe ich alle Quests jetzt, ne? Oh, ich bin so glücklich darüber. So, jetzt geht's weiter mit der Hauptquest. Ich bin gespannt. Im Ascalon Club. Uiuiui. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Oh, jetzt kommen wir zu dem... Sympathisch, der Vampirjäger tot hier. Ja, ja. There has been quite a battle here. Eventuell, ja. Oh, Loot. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Das ist auch Blut. Nein, ich wollte da nicht rein. Da war meine Neugier wieder zu groß. Geht's da lang? Scheiße. Was bin ich denn jetzt? Oh, schön, toll. Geh wieder rein. Hast du was vergessen? Oh je, was hast du vergessen? Oh, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Naja, egal. Anderes Thema. So. Na du? Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Das sieht irgendwie cool aus. Ja. Obwohl ich schon von weitaus attraktiver finde, so. Was gibt's hier? Aha. Eine Ritterrüstung, toll. Eine geschlossene Tür, toll. Oh, cooles Bild. Sehr dramatisch, aber egal. Oh, was zum Lesen. Oh. Geschichte und Sinn des Ascalon Clubs. Der Ascalon Club ist eine Vereinigung von Gentlemen, die im Geheimen die Interessen der Krone beschützen. Ich gründete ihn 1837 um das Andenken an meinen Schöpfer William Marshall, dem ersten Earl of Pembroke und wahren Beschützer von England zu ehren und aufrechtzuerhalten. Alle Mitglieder des Clubs müssen von guter Abstammung und makelloser Moral sein, da der Club sterbliche Mitglieder akzeptiert, die als Kandidaten für die Unsterblichkeit ordnungsgemäß beobachtet und bewertet werden. Es ist das Ziel des Clubs, ehrwürdige Traditionen und Verhaltensweisen in den guten Gesellschaftskreisen der Vampire zu etablieren, doch ebenso die imperiale Vorherrschaft Englands zu fördern und zu erweitern. Wir sind die wahre Elite der britischen Gesellschaft. Wir sind Ascalon, die heilige Lanze, die Sankt Georg, der Schutzherr Englands. Führte er den Drachen... Was? Führte, als er den Drachen erschlug. Wir als Lanzenträger schwören, die Interessen des Weltreiches zu verteidigen, ausgesetzt von bla bla bla. Gleich wieder da. Okay, alles klar. Wüsten sind so gruselig, muss ich sagen. Wüsten sind wirklich gruselig. Also, die Kunst dahinter ist schon cool und krass, aber ich weiß nicht, ich will mir keinen Kopf irgendwo
Sagst du noch was? Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Okay. Okay, ich glaube sonst... Oh, guck mal. Ein Flügel. Ich hoffe, das müsste ein Flügel sein. Doch. Bilder von irgendwelchen Menschen. Boah, Alter, die guckt ja in die Seele rein. Die Fische verkaufen? Ich glaube schon. Teppich, oh gut. Oh, das ist schön. Das würde ich mir auch hinhängen. Okay, der Mensch ist störend, aber schön. Jeder Mensch würde einfach durchrennen zur Quest. Ich gucke mir erstmal alle Bilder an. Oh, nochmal das gleiche Bild. Oh, wunderschön. Oh, ich bin richtig. Hallo. Good evening. Ich fühle mich ein bisschen außenseiterisch. Außenseiterisch. Entschuldigung. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Sie ist eine gute Frau. Sie ist... Puh. Lord Redgrave ist ja ganz große hier quasi. Ich mach mal so, das ist relativ neutral, dieses Ich bewundere sie. Das könnte zu krass sein, also ja, das ist so abwertend, deswegen ich bewundere sie. Yes, she is. I may even say I admire her probity and her kindness. Ich hoffe, das war gut. She has helped me since I was reborn. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is immortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Hallo Trollo. Oh, ich muss was trinken. Okay, Moment. Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Warum plötzlich freundlich? Boah, auf. Warum sollte ich so schnippig antworten? Holy shit. Warum jetzt? Warum ich? So. Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister.
You have not learned the name of your maker, am I correct? Also doof wie gestern kann ich nicht. Oh, Trollo. Bitte nicht. Das ist nicht schön. Gute Besserung. Hoffentlich geht's ihr bald besser. So. Wir müssen wieder... Ich habe nicht zugehört. Was hat ihr gesagt? Verdammt. Hier, keine Ahnung. How dare you speak so flippantly of my family? Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. Ja. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. Eieiei, ob das so gut ist. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us!
Das ist ja eine richtige Sekte. Holy shit. Oh, WB schafft hier. Ja, ich habe das noch nicht geändert. Hm. I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign econs. This is an outrage. We shall chase these intruders down. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. Wow. You earned my respect. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. Skulls sind Opfer. Richtig. Oh, weiß ich nicht. Sind eher Opfer. Skulls are hostile vectors of contagion. That is a fact. But first and foremost, they are victims. I agree, Dr. Reed. Most of the new Skulls who roam the streets at night used to be good British citizens. But they must be put down nevertheless. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Skulls have been spotted everywhere in London. Können neue Bürger getötet werden. Ich will keine Bürger töten. Viel zu lieb. Ja, ein lieber Vampir. Weißt du, was ich ja nicht verstehe, ne? Guckt euch mal die Vampire an, ne? Ja, die sind ja alle so ein bisschen voller Venen und Adern, wie auch immer. Und wenn man das, diese Elizabeth Ashbury anschaut, die hat gefühlt gar nichts. Gut, da könnte man meinen Make-up und so. Aber die hat ja auch nicht mal solche Augen. Also so untote Augen. Schon. Das ist so wie er. Gut, in dem Licht jetzt gerade schwierig zu sehen. Hier kann man es ein bisschen besser sehen. Und die Alte hat einfach grüne Augen. Schöne grüne Augen. So, ich kann mit Good dir reden. evening, Hallo. Dr. Reed. Guten Tag. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. Es ist ungewohnt. It's quite unsettling.
As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Verwandelte und geborene Vampire, vielleicht ist das der Unterschied. Naja, sie ist wo auch verwandelt worden. Sie ist nicht zum Vampir geboren. Sie wurde verwandelt. Sie kennt... Was war das so, dass sie den Schöpfer kennt? Ich glaube schon. What can you tell me about it? Weiß es nicht It's mehr. not really my Vergessen. place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. Können Vampire überhaupt geboren werden? Dachte, Vampire können sich so nicht fortpflanzen. Oh, ich meine, dass die eine uns das erklärt hat. Aber ich glaube tatsächlich auch nur, dass die... Weiß nicht, konnte man das über... Ne, ich glaube nur durch einen Biss konnte man jemanden dazu bringen. Ich weiß es nicht. Ist zu lange her, als sie das erklärt hat. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson? Of Dawson and Dawson? Ach so. The wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What do you know about the Guard of Prewin? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall. To isolate the deserving from the infected masses. Okay, schwierig. By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection.
as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Schwierig, schwierig. Google sagt, die können sich nicht so viel machen. Naja, das eine können sie ja auch machen, nur da kommt nichts. Ja, gut. Ja, ich glaube tatsächlich auch nur, dass sie, also zum Beispiel Jonathan hat ja seine Schwester auch durch einen Biss in den Hals zum Vampir gemacht. Okay, alles klar, Skaiser, weiß Bescheid. Oh, ein guter Dolch. Wohl. Das ist ein Dolch. Vor allem bitte zur Widersacher zu stechen und ihn aufzuschlitzen. Nett, nett. Frage Anwohner nach möglichen Infektionsquellen im Western. Das Problem ist, wir kennen ja einen Ort, wo ganz viele von diesen Skulls leben. Und sie sind nicht böse. Oh, hallo. Warum läufst du denn so? Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Okay, du bist ein bisschen gruselig. Ich gehe wieder. Tschüss. Ach, meine Nase. Okay. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Ja, das ist es wohl so. Na gut. Oha, sind hier viele Leute noch, die ich nicht kenne. Ach, das ist die Schütze. Ach so. Oh je. Ach ja, dieser Kimura. Ja, den haben wir Hallo, Tochter von Good evening, Miss Elizabeth. And good evening to you, Dr. Reed. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Na gut, nur Fragen an mich? Nee, ich glaube nicht. Warum? War doch gerade noch einer. Hä? Ist der Typ hin? Gehe ich jetzt in den Löwenzocker weiter. Okay, viel Spaß im Lurk. Oder viel Spaß damit Zocken, besser gesagt. Hallo, wo sind denn hier die Oh, da. Hallo. Guten Tag. Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny. I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. At least you survived the Great War. I feared the worst. Erstmal looten, bevor wir mit der reden. Venus, auch ein schöner Name, muss man sagen. Ja, es ist ein Planet, bla bla. War trotzdem schön. Erstmal Schillinge klauen. So, hier war er. Und nochmal Schillinge. Und auch mal Loot.
Okay, verstehe. Oh. Verlorene Bildwürde haben Vampyr Verbündete unter den Lebenden? Ja, das haben sie. Sie nennen sich selbst Bruderschaft. Sie dienen ihren unsterblichen Herren auf vielerlei Weise und sie erhalten dafür womöglich Privilegien und Wissen. Irgendwo in London ist der Sitz ihrer Macht und dort intrigiert ihr geheimer Rat gegen uns. Ich nenne diesen Ort die verlorene Bibliothek. Es ist ein Ort, an dem diese Verräter zahllose geheime und lang vergessene Bücher sammeln. Ich persönlich biete 1000 Pfund dem Ersten, der mir einen Beweis für die Existenz und genaueren Standort der Bibliothek liefern kann. It's locked. Ach Mann. Wenn man alle tötet, kommt man dann da ran? Auf einen Freund. Nein, ich möchte niemanden töten. Oh, schönes Kleid. Grün ist zwar nicht so meine Farbe, aber schön. Ja gut. Und Jonathan sollte, glaube ich, kein Kleid tragen. Das kommt ein bisschen komisch. Hallo. Oder war noch It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Thank you, Venus. It was so sudden. And I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but, you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A big house, reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. Okay. Haben wir wohl ein paar Info. Goodbye for now. I'm so sorry for your loss, Jonathan. Ja, ja, meine Schwester war ein Arsch. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. Ja. No sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer and... Huch. Emilys Liebesbrief. Oh, 5. November 1918. Mein lieber Jacques, das ist, glaube ich, Französisch und ich kann kein Französisch. Jacques, keine Ahnung, wie auch immer. Wann werden wir uns endlich wiedersehen? Heute Nacht? Morgen? Ich kann es kaum erwarten, seit wir uns nächtlichen Mondschein auf der Brücke küssten.
Möchte ich deine Zähne wieder auf meine Lippen spüren. Seine Zähne wieder auf meine Lippen spüren? Was? Wie küssen die sich? Entschuldigung, das mit der Brücke war richtig romantisch gerade, aber jetzt, das verwirrt mich. Ach, dieser schaurige Schmerz an meinem Hals, als du mich bissest. Kleiner Teufel. Ach so, ich verstehe. Oh, okay. Für eine ewige Sekunde glaubte ich, du würdest mich in diesem Moment, in dieser Nacht auf der Brücke umbringen. Aber nein, mein lieber Jacques, wie auch immer, du warst doch ganz der feinfühlige Verlobte, den ich kenne. Und du necktest nicht nur. Ich kann es kaum erwarten, endlich dein Blut zu trinken und danach als unsterblich meine liebe Freundin Charlotte zu sehen. Am Anfang würde ich etwas mit dir spielen, so wie du mir zeigtest, wie man mit Sterblichen spielt. Doch danach würde ich sie auch zu einer von uns machen. Die Nächte würden uns gehören und wir würden London von den unreinen Seelen reinigen. Hingebungsvoll Emily. Emily wanted to become a vampire. Oh je. Something must have gone wrong. Someone is responsible for this mess. But who? Es geht sich vor Vampirgedöse. Natürlich, Vampire sind ein bisschen lustiger, wie auch immer, bissig. Auf die Lippen beißen. Ja, schon klar. Hey. Soll ich hier noch was? Soll ich hier rein? Oh, da war doch was. Blood. I should follow the trail. Ja, Blutfolgen, ja. Oder? Oh, Blut. Oh, Blut. Oh, Blut. Ui. Gar kein Problem. Ich bin ein Vampir, ich bin krass. Gut. Tür wurde aufgeschlossen. Das lese ich gerne. Oh, Blut. Blut. Wie auch immer. Oh je. Skulls. Oh. Au. Ach, Mann. So, mach er ja. Oh, komm. Weil der hier um die Ecke ist, machen wir den auch mal eben platt. Ich muss mich bald mal hier entwickeln. Mein IP ist sehr hoch. Oh, hallo. Nom. Habe ich eigentlich schon jemals erwähnt, dass ich Vampire eigentlich immer ziemlich cool fand? Also bevor es Twilight gab, muss ich dazu sagen. Ja, ich mag keine Glitzervampire, das ist nicht so mal hoch. Aha. Wer bist du denn? Who are you? What are you doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I'm not here to sustain myself. I'm currently investigating the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. Warte, haben die überhaupt Humor? Ich habe gehört, Briten sollen sehr stumpf sein. Obwohl, wenn man sich die Serie Little Britain anschaut, haben sie auf keinen Fall stumpfen Humor. Aber vielleicht ist das auch nur eine Ausnahme. So, weiter im Text. And who exactly are you? I am Jacques-Michel Guillaume Florimond de Marquis de Bois-Colombes, at your service, my dear Ach, Jacques cousin. wird's ausgesprochen. Okay. Sind Sie Franzose? Sind wir ehrlich? Es ist offensichtlich. You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. So many countries, so many tantalizing tastes. Dear cousin, are we related? We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Econs as family, don't you?
What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate yet intense spectacle. You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last redingote. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me. And then what? The body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. Oof. I believe you, sir. Emily's diary confirms your statement. Oh, Emily was her name. Quite charming. Well, mystery solved then. Yes, I suppose so. You can go. And so can you. Oh je. Dat is Farewell, Hoover. sir. May you enjoy the spectacle of this fallen city as much as I do. Uff, das ist hart. Ich muss sagen, das haben sie echt cool gemacht mit dem Herzschlag und so. Eieiei. Ja, das wird, glaube ich, Charlotte nicht so gefallen. Aber gut. Kann ich wieder hier rüber irgendwie? Hier hoch? Nein. Hier rein? Nein. Oh Mann, wie blöd. Aber interessant. Ich wusste nicht, dass das Blut von anderen abstoßen kann. Hm. Gibt es hier noch andere Menschen? Ach, Clarence, dich habe ich gesucht. Hallo. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. Ist hier irgendwas Neues? I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. You need some weiß. rest, Clarence. You should try to sleep. Hallo Nora, na? Wie geht's, wie steht's? Hallo, deine Freundin Good ist evening, tot. Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. I have found out what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him. Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. I often suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk is real.
Have you any idea what a body has to endure to become an organism entirely consumed by its need to process and recombine blood? I should never have talked to Emily about vampires. I never thought she'd actually try it without me. Thank you, sir. Here, take this for your discretion. Ein Flock? Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Ja. Oh, das freut mich. Ja, das ist aktuell echt heftig mit der Temperatur und so. Der Hitze. Was habe ich eigentlich schon wieder random markiert? Hier, diese Markierung mache ich halt gar nicht. Ich weiß nicht warum. Gib dich zum zweiten. Achso, Familienporträts. Nehmen wir das mal da an, oder? Ja. Weiß nicht wieso, aber die Musik erinnert mich ja halt so hart Could this be what I'm looking for? an Silent Hill. Ich weiß nicht warum. Oh nee. Nom nom nom. Ah! Oh. Anhänglich, auch Vampyr ist anhänglich. Jo, Licht töten. Aua. Stirb doch endlich. Nein. Och nee, echt jetzt? Ah, ich hasse Skulls. Ich muss mich leveln. Skulls sind furchtbar. Die sind so schnell. Obwohl Skulls noch angenehmer sind als die anderen. Langer Ladebildschirm ist lang. Okay. Ich dachte schon, das Spiel wäre abgestürzt. Kurz Angst gehabt. Ich hab grad... Hier ist noch ein NPC, lol. Hier rein. Hallo, ich hab dich noch nicht... Ach komm, dann sprechen wir erstmal mit dem. Hallo. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. You cannot expect the newspapers to expose the truth while the war is still raging. I can assure you that the situation here is desperate. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. Finding a good restaurant? Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly.
I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. London's lone gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. I may have a look at your goods, Mr. Russell. Ich habe kein Geld mehr. Okay. Das will ich immer noch entwickeln. Ah, warte, da war das F gerade. Fuck, wo warst du gerade? Oder hatte mich gesehen und deswegen... Ja, okay, verstehe. Oh, nee. Kotze, Alter. Ey! Anhängliche Alte. Oh mein Gott. Ach Mann, das fuckt so ab. Die Kotzalte. Oh, das ist so ein Hassgegner inzwischen. Gut. Aber der ist jetzt gut. Ich müsste mich echt erstmal der uns hier rum, denke ich, oder? Oh, hallo. Ja, du kleines Stück Scheiße. Selbst sie bringen mich fast um. Gut, die sind Level 29. Ich muss jetzt nicht leveln. Ich bin langsam zu schwach für die.
Da ist er einfach explodiert. Oder implodiert. Naja. Machen wir echt viel Damage inzwischen. Wenn ich nicht aufpasse, bin ich tot. Ich suche trotzdem noch den Ort hier. Da bin ich einfach sehr blind. Kann natürlich auch sein, dass es einfach drumherum ist. Also nicht hier, sondern da. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich hier schon mal in diesen Unterschlupf war. Oder doch? Oh, das ist mein Bett zum Speicher. Oh. Kleiner Schlüssel. Kleiner Schlüssel? Zu Aubrey Reeds Büro. Wait. Wait, what? Ach, das ist sein Zuhause. Hallo, Mutter. Good evening. Jonathan! Is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject, and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home.
Warte, ihr ist bewusst, dass er ein Vampir ist? Wirklich? Und ihr akzeptiert das einfach? Krasse Mutter. Weil die reden so, als ob das total normal wäre. Why Naja, do you gut. say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson and my son-in-law? You're all gone. But you all still visit me from time to time. But I'm not dead, Mother. I'm really here, talking to you, trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my Mary. Okay. Ja, habe ich glaube ich nicht. Okay. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Oh, das ist traurig. Okay, das deprimiert. Oh, Loot. Das deprimiert mich trotzdem. Auch wenn ich gerade Loot gesehen habe. Ach du Scheiße. Aubrey Reeds erster Brief. Anwesen der Reed-Familie. 4. April 1908. Mein lieber guter Sohn, wenn du diesen Brief erhältst, wirst du 35 Jahre alt sein. Ich werde schon lange fort sein. Ich fühle mich etwas töricht, dass ich dir einen Brief schreibe, den du erst in einigen Jahren lesen wirst. Wow, 35, okay. Ich habe lange mit mir gerungen, wie ich dir am besten schreibe, bis mir unsere Rätsel eingefallen sind, die ich mir für dich ausgedacht habe, als du ein Junge warst. Ach, wie du es geliebt hast, diese Rätsel zu lösen. Ich hielt es für eine gute Idee, dir ein letztes dieser Spiele vorzuschlagen. Es wird keine richtige Belohnung geben, dieses Mal. Also keine Süßigkeiten oder exotische Kostbarkeiten, wenn du es löst. Ja, dafür gibt es für dich etwas wahrscheinlich Kostbares, die Wahrheit. Das ist mein einziger Versuch darzulegen, warum ich die Familie ohne Erklärung verließ. Wenn du den Grund wissen möchtest, spiele einfach ein kleines Spiel. Es ist einzig und allein deine Entscheidung, mein Sohn. Glaube mir, ich liebe dich. Ich verspreche, dass die Familie alles für mich war und immer noch ist. Ich erinnere mich daran, wie ich deine Schwester und dich zum ersten Mal in den Armen hielt. Meine Schätze, meine Juwelen. Immer wenn ich heimkam, erfüllte es mich mit solcher Freude, euch aufwachsen, spielen und lachen zu sehen. Ich hätte getötet, um euch zu beschützen. Mein Sohn, meine Tochter, meine Frau. Doch am Ende hat mich mein Schicksal eingeholt und ich musste eine schwierige Entscheidung treffen. Es fiel mir am schwersten, ohne ein Wort zu verschwinden. Ich tat es trotzdem. Schon bald werde ich endgültig verschwunden sein. Bitte dich nicht um Vergebung, nur um Verständnis. Wenn du mehr erfahren möchtest, musst du dich daran erinnern, wie glücklich wir damals waren. Wenn du eine nächste Nachricht finden möchtest, denke an das grüne Gras und die großen Bäume an den warmen Sonnentagen. Ein dich liebender Vater, Aubrey Reed. I remember Sunday walks in the park. Aubrey, I'm not sure visiting Italy is a good idea this time of the year. Mutter scheint auch einen Weg zu haben. Also sie ist alt, und ja. Eieieiei. Oh, das ist wohl Marys Zimmer wegen den Blumen. Oh je, oh je. Das ist ein großes Haus. Gut, ich hätte nichts anderes erwartet, aber naja.
Good evening, Avery. Mr. Jonathan? I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Oh, sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reed expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reed was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good. I'm afraid Miss Reed is too frail for the moment. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir, but your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I'm sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I live. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Do you really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, I do, Mr. Jonathan. You clearly have something more to say. Speak your mind, Avery. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? My home is here, and I have nowhere else to go. But this house will need some improvements if I move here. Some radical changes. That's good news. Whatever changes you have in mind, I'm sure we will find an arrangement that suits your mother also. I found an old letter written by my father and addressed to me. Do you know anything about it, Avery? Your father wanted me to give you this letter for your 35th birthday, but you left for the war, and the letter remained in his office. Until tonight. I realize now you knew my father better than I did. Do you know why he left, Avery? Did he ever speak to you about his departure? No, sir. Mr. Reed was not exactly forthcoming. Perhaps this letter will give you the information you require.
I'm currently investigating sources of the epidemic in this part of town. Do you know anything useful? Not really, except all the Macpherson's servants resigned a few days ago. They feared becoming infected, they said. The Macphersons? Where do they live? I think it's a rich house near the railway bridge in the southern part of the district. Goodbye, Avery. Please watch over my mother until I return. Of course, Mr. Jonathan. But please return as soon as possible. Ach ja. Deprimierend irgendwie. Oh. Okay. Ja, gibt's hier nicht. Aha. Passiert gerade was. Your father and I have spoken about your fiancé, Mary. We believe he'll be an honorable husband for you. We'll set a date for the marriage then. That way, I'm sure one of my children will give me grandchildren. I understand your thirst for knowledge, Jonathan, and your father and I are proud of it. But you are not that young anymore, my son. When will I meet your soulmate? You can ascribe my romantic tendencies to my French origins if you want, Aubrey. But I'll never cease to believe in a match made in heaven, my beloved. Oh, ist das I really deprimierend. wish you could meet her, Mother. You would love her. I cannot enter. Das ist echt deprimierend. Hello again, Mother. Jonathan, back already. Good, good. I was just about to go outside to find you. You shouldn't stay away for so long. Tell me, Mother, how are you? All alone in this big house with only Avery to take care of you. I'm sad most of the time. Sad that you have left me here alone. Sad that you don't tell me when you come or go. I'm so sorry, Mother. It wasn't supposed to be like this. I was coming home. I was home. London, the Thames, and then it happened. What happened, Johnny? I was attacked, Mother. And I've not been the same since. The important thing is that you finally returned home. I was worried, you know. You were the last member of the family of whom I had no news. Even Mary comes more often than you. Do you think Avery is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you, but you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore. I know I have failed you since I returned. I even watched you bury Mary from a distance. From now on, I will protect you. You have my word. You don't have to apologize to me, Johnny. Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? You are still, and you'll always be. Despite your pale skin, your bloody eyes, and that echoing sadness in your voice. Father seems to have left me some documents.
Some sort of treasure hunt game. Do you know anything about them? No, Johnny. But your father always loved to write these little games for you when you were a boy. Don't you remember? I remember now. He used to post me these riddles, as though they were sent by a mysterious games master. I'd spend weeks trying to decipher them. Your father was always so proud each time you found the answer. He was not just the serious doer banker everybody thought he was. I was proud too. How could I forget that? The important thing is that you remember it now. I'll tell your father the next time I see him. He'll be so happy. Could Father have conceived some sort of final game for me before he left? I really can't say, Johnny. Perhaps you should talk with Avery about that. He was your father's confidant, more than I. Do you really see Mary and Father? Do you also see me as one of the dead? Yes. For many years, it was just a game. Since your father left us without a word, I took to the habit of speaking to him. Yes, I remember. I sometimes spied on you and listened to you talking with Father in the garden. It made me so angry then. But it was just a game, wasn't it? Yes, it was. But since then, my poor dead Mary visited me in my room. She led me to her grave, and there you were. I now know the dead can haunt us. I'm so sorry. You did not deserve to endure this. Mary should never have done this to you. That's true, my son. But you know what the worst part is? I liked it when Mary spoke in my head. Now she is silent, and it makes me so sad. Should I leave you alone? Just ask, and I swear you'll never hear from me again. Oh, no, Johnny. You're always welcome in this house. And one day, when I finally die, we'll all be together again, just as Mary promised us. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Gott, die Mutter tut mir richtig leid. Jonathan, my dear, bring me my glasses. I feel like reading. Hab ich aber aufs Ohr. Okay, alles klar. Dann dir eine gute Nacht. Oder guten Tag, wie auch immer. Schlaf gut. Oh, es ist deprimierend, ey. Oh, ich muss hier aber mal hier leveln. Das oder das da? Gucken ist besser. Und jetzt leveln wir uns mal. Ja, Heilung wäre cool. Du brauchst 1000 Ausdauer. Ich glaube, ich hau Ausdauer höher. Weil ich echt viel... Oh, warte, 1500, verdammt, kann ich gar nicht. Okay, brauchen wir Gesundheit höher.
den Rest kann ich eh nicht. 2000 sind 300. Ah, das ganz ehrlich benutze ich eigentlich nie sowas. So. Eieiei, was passiert jetzt? Und so sogar dann. Ja, bleibt gesund, ist ja schon. Eieiei, eine Person. Einigt. Muss zu den Docs. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wo der ist. War der... Was der in dem... Ach, das war der in der Kanalisation, oder? Und den suche ich halt, Doktor. Den weiß ich. Erkältung. Eine Erkältung. 2, 3, 4, 5. 5 Erkältungen und 2 Erschöpfungen. Erkältung und mal mehr. Bisschen mehr machen immer. So. Jetzt Stufe 22. Ich habe aber jetzt eine sehr starke Waffe. Dann machen wir mal jetzt die Quest weiter. Oh, und können uns direkt mal die Waffe... Oh ja. Oh, die ist schon stark. Upsi, vergessen. Oh fuck. Wie war das mit Ausdauer? Gut, aber Waffe ist jetzt definitiv stärker, das ist angenehm. Jo. Oh ja, ist das angenehm mit der Waffe. Gut, dass ich hier hochgelevelt habe. Umschlag, da lang. Ach ja, genau. Ups. Fast vergessen, dass sie explodiert. Ein Loot, okay. Oh, Ratten. I have thirst for blood. Oh. Ja, hä? Da lang. Jo. Da gehen wir löschen.
Ja, vorne Pumpgun. Okay. Uiuiui. Ich würde sagen, die haben öfters mal Spiegelungen verkackt. Aber gut, Spiegelungen sind kein leichtes. Eine leichte Entwicklung, sagen wir so. So, jetzt gehen wir nach oben. Ach, komm. Ja, nein, den. Da ist aber jemand anhängig. Oh. I've never seen such a radical mutation. Could Upsi. it be a new stage in the disease's evolution? Seltsame Spiegelungen. So, jetzt, oh, da ist noch was. Liebesbrief, Darling. Hab Dank für das kostbare Parfüm und den Pelzmantel. Ich kann es kaum erwarten, deine Hände auf meiner bebenden Haut zu spüren, denn nur bei dir, mein Held. Fühle ich mich derart begehrt. Bitte komm bald zu mir zurück, denn ich kann es kaum erwarten, meinen scheuen Busen wieder an deine Brust zu drücken. Was? Okay. Ja, mein Geliebter, mein Schatz, komm zurück zu mir. Ich verspreche dir eine Nacht voller ewiger und zügelloser Leidenschaft. Gerade trage ich einzig und allein deine letzten Geschenke am Körper. Oh ja, ich verzehre mich nach dir und will endlich meine unbezähmbare Lust mit dir teilen. Hingebungsvoll, deine Doris Fletcher. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Anscheinend. So, auch schon cool, so eine Lampe. Ist das aber ein bisschen emotional vor euch? Hier gibt es kein emotional. Ich bin nicht gut in emotional vorlesen. Ich bin generell nicht so gut im Vorlesen. Dupidupidu. Lustvoll oder so? Nein, mit Sicherheit nicht. Ich bin kein Synchronsprecher. Lieber nicht. Ich habe aber immer noch nicht alle Leute, ne? Ne, 2 fehlen mir noch. Ach Quatsch, 2, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fehlen mir noch. 7 NPCs. Achso, ich muss da lang. Warum ich das nicht so vorlesen möchte oder kann, weiß ich nicht, weil ich kein Stimmprofi bin. Keine NPCs hier. I'm sure Kaloon Russell has no interest in such a conventional menu. Ach stimmt, ich habe hier noch eine Quest. It's locked. Ja, das habe ich auch gemerkt.
nee, ich beiß mir auf die Zunge. Okay, guten Hunger. Boah, es wird langsam wieder warm. Ekelhaft. Ich glaube, ich mache gleich so um 15 Uhr oder so, mache ich eine kleine Pause. Zwischendrin. Welche Geräusche? Das ist gruselig. Oder B gedrückt. Nee, durch Kanalisation muss ich wahrscheinlich nicht. Deswegen gehen wir wieder zurück. Okay, ich dachte, irgendwas krabbelt an meinem Bein hoch, aber ich glaube, meine Nerven oder so sind mich gerade am Mobben. Weiß nicht, ob das einfach die Hitze ist, aber gut. So, wieso habe ich schon wieder 2000 EP? Ich habe doch gerade mal... Naja, gut, egal. Kann glücklich darüber sein. Es regnet. Oh, bin ich richtig? Ich weiß es nicht. Das ist der Askalon-Club. So. Na du? I witnessed the first great hunt. All my progeny was slaughtered by Prewen then. Can't believe it's happening again. Okay, wurde schon. Bidu. Aber warte mal, ich hätte doch erst meine Profis. Da lang. Ja. Gibt's hier NPCs? Ach die, hallo. Ja, du bist ein bisschen durch, ich weiß. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? Infection. The rats carry it, I heard. Rats. Many rats around that big house. Funny smell too. Dead flesh. And where is this house? West of the park. Not very far. A big house with no sound, no light, no life left. I must go now. Okay, tschüss. Ich finde es interessant, dass sie so richtig hardcore demonstrieren. Kein Schwein ist da. Kann man hier nicht rein, raus, wie auch immer. Okay. Ich würde gerne in den Park gehen, weil ich da noch hier finde den zweiten Teil des Testaments deines Vaters. Das würde ich doch auch gerne machen. Wenn ich schon mal in der Nähe bin. Oh. Vergesst es immer, dass sie explodieren.
Wow. Das ist manchmal krass, wie schnell die sind. Aber ich bin auch schnell. Irgendwas mit Bäumen war ja im Testament am Stehen. Oder? Hallo Sniper. So. Hallo. Falsche Version anvisiert. Wow, du hast aber einen. Okay, Moment. Überschütt trinken bei 35 Grad. So warm ist es hier Gott sei Dank nicht. Ich bin auch sehr froh darum. Aber wir sind so bei 32 Grad, 30 Grad vielleicht. Ach, oh juckt. Ach, oh. War schon nicht drin. Hier ist ein... There has been a fight here. I can see what a mess. Something terrible happened here. Im Unschauhof. Unten. Das wollte ich nicht. Ist ja 30 Grad schon zu warm. Ja, same. Hier auch. Es sind jetzt 25 Grad so warm. – 20 Grad ist noch okay. Das kann ich... Das akzeptiere ich. Und das halte ich auch gut aus. Ja, ich wollte noch mal gucken. So. Habe ich das jetzt gefunden irgendwie? Habe ich irgendeine Notiz vergessen? Verpeilt jetzt? Die ich aufgenommen habe? Hä? Okay. Bitte Louis Teasdale. Oh, okay. Naja, gut, dann machen wir das jetzt erstmal. Hallo. Ich weiß nicht, warum ich hier die Plakate immer wieder anschaue. Bist du mit Lenkrad? ETS 2. Habe ich schon öfters hier gespielt. Auf meinem Kanal. Ist immer wieder lustig. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're Ja, ich bin fast. Okay, da. Hä? Gut, ich nutze die Bugs aus. Ich kann nichts dafür, wenn sie sich nicht bewegen können.
head back if I were you, sir. Wir sind so verbuggt. Hä? Was ist los mit denen? Ja, gut. Ich kann halt nichts dafür, wenn sie verbuggt sind und rumstehen und nichts tun. Wieder irgendeine random Markierung, ja. Ist hier schon lang gelaufen? Ja, ja, klar. Scharf, du hast das Spiel ja auch gespielt, ne? Hattest du auch so viele Bugs? Kann ich nicht. Oh, das geht. Manchmal ist etwas, was aus Holz ist, so... als ob man das nicht kaputt machen könnte, aber man kann es kaputt machen. I cannot enter. Scheisendreck. Oh, Ratte. I have this thirst for blood. Oh, da ist eine Tote. Ein paar schon, ja, okay. Dickflüssige, reichhaltige Blutprobe. Oha. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Oh ja, hier ist ganz schön viel Blut. Ja, wir looten erstmal alles, ne? Alles, was geht. Ist das ein Schlüppi? Oder ist es ein ist das ein Hut? Ach, keine Ahnung, was ist es? Irgendwas. He had his tongue removed and his eyes gouged out. Oh. He was a victim of brutal torture. Schlimmer wie nicht bewegliche Gegner sind Gegner, die nicht sterben, sondern in der Animation verstecken und nur am Schreien sind. Ja gut, das stelle ich mir echt nervig vor. This one's neck is broken. He was young. Probably the son. Manchmal glaube ich, er ist auch sowas wie Detektiv oder so. Ist doch Doktor, auch Detektiv. Das lebt. Das Herz schlägt. Oh oh. You thought I was dead too, didn't you? Oh yeah. No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent. Ah! Elsa Mulaney. Gut, dass ich gelevelt habe.
gestorben. Gut, dass ich gelevelt habe. Ich sag's ja. Brief von Doris Fletchers Schauspielschule. Liebe Elsa, es ist mir eine große Freude, dir mit diesem Brief deine Aufnahme als Privatschülerin an meiner Schauspielschule zu bestätigen. Die kleine Szene, die du letzte Woche freundlicherweise für mich dargeboten hast, hat mich davon überzeugt, dass du das Zeug zu einer echten Schauspielerin hast. Schleue, Format und Mut. Als Privatschülerin wirst du von mir persönlich unterrichtet und betreut. Während dieser intensiven Unterrichtsphasen solltest du in der Schule wohnen. Denn ich bin fest überzeugt, dass nur die uneingeschränkte Hingabe das volle Potenzial meiner Schüler freilegt. Also vergiss bitte nicht, Nachtzeug und alles andere mitzubringen, das du brauchst, um eine Woche in meiner Schule zu verbringen. Mit freundlichen Grüßen, Doris Fletcher. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Tja, will arg ausartet. Okay, das war böse. Eieiei. Ja, sie war halt ein Skull, ne? Gut, das war jetzt keine Überraschung, dass sie noch am Leben war, weil halt das Herz noch am Schlagen war. Aber sonst habe ich hier alles, oder? Ja, mach die Tür wieder auf. Immer diese automatischen Türen. Auch so eine automatische Tür. Ich glaube, ich habe alles. Oh, Schillinge. Jetzt habe ich alles. Denke ich. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Okay. Da hinten. Und Lady Ashbury, die hatten noch einen Dialog. Gehen wir erstmal dahin, oder? Ja. Da lang und dann da lang. Hoffe ich. Ich habe schon wieder 3690 EP. Ich kann mich ja heilen. So. Als Gegner kommen. Ne, da lang. Ich weiß nicht, was es bringt, die Sachen zu zerstören. Hallo, guten Tag. Oh, ist er vielleicht ihr so. Ja, das bin ich. Bin ein Killer. Guten Tag. Du bist. Boah. Ey, wow. Was habt ihr denn krass Feuer inzwischen? Okay, ja, könntest du bitte aufhören, den anzuvisieren? Danke, danke. Und darunter? War nicht. Boah. Ich two-shotte die inzwischen. Krass. Okay. Ah, Blut. Hier ist ein Skull. Blut. Da ist noch mehr Blut. Guten Tag. Schmeckt's euch? Oh, keine Ausdauer. Warte. Ich hab kein Blut. So, ja, okay, Jonathan, reicht. Bin tot. Bitte hör auf, so hart zu stören, danke. Das irritiert mich. Auf vielen Ebenen. Blut. Jetzt die Frage, welche Richtung ist das Blut denn?
Also, wenn ich rein theoretisch, macht es mehr Sinn, wenn man erst hier so rangeht. Also hier so, dann da. So, aha, hier hat sie sich abgestürzt, verstehe. Dann geht sie hier, hat sie sich abgestürzt. Okay, ist ein bisschen seltsam, wie sie sich abstürzt, aber es scheint so zu sein. Lass sie doch in Ruhe essen. Nee, nee, geht nicht. Die sind viel zu fett. Dann geht sie so da lang, ja, runtergegangen, bla bla bla. Hier lang und da lang und da, ja. Dazu sagt er nichts. Gut. Ist auch Blut. Oder ist es das Blut von oben? Wie der Vater so die Tochter hält. Das ist nicht hier. Okay, anscheinend nicht. Gut. Warte, da muss ich die Richtung und dann da rüben. Ja. Irgendwie so. Hier ist so verdammt. Wie komme ich denn da hin? Ach Manno, zu fett? Ja, zu fett. Gut. Dann muss ich hier rum. Ach, da, um das Ding zu öffnen, muss ich da lang, durch Whitechapel, hier durch und dann hier. Eieieiei. Na gut. Rennen wir kurz durch den Park. Sind sehr stark mit unseren Füßen. Das ist Standardzeug. Oh, eine Mülltonne zum Looten. So. Hauptsache sind Schmiermittel und Schillinge drin. Man kennt sie. Das Geld im Mülleimer. Ich schmeiß auch immer mein Geld in den Müll. Ist sicherer. Okay, wir gehen erstmal zu Lady Ashbury, die Vampirin. So beide am Demonstrieren, ey. Schmiermittel, ah ja. Wow, scharf, wow. Ach, die habe ich gesucht. Hallo. Die We wollen wir meet noch again, reden. Mr. Kimura, in a more peaceful situation. Dr. Reed. Still visiting London by night? We must both be Natürlich. nocturnal animals, you and I. After your captivity, I thought you'd be more cautious. Breathing the cold night air helps calm my mind, sir. I've had the most frightening nightmares since I escaped that filthy jail. How is the situation in the West End? I've heard rumors about armed men patrolling and fighting infected citizens in these very streets. I was lucky they didn't shoot me when I was abducted. May I ask you what you do for a living, Mr. Kimura? I was a landlord. A wealthy one. And not a very kind one, I realized recently. Why this sudden epiphany? Is it because of your near-death experience? I was already feeling nostalgic about Weymouth, my hometown. With recent events, I'm thinking about going back there. What can you tell me about your abduction? If you really want to know, I was locked in that building for 3 or 4 days. My jailer was insane, mumbling about sacrifice and voices. And why didn't he sacrifice you? That was the weirdest part. He claimed to spill blood was not enough. It had to be done when some stars were aligned. Which stars? That's the whole point. He wanted me to talk to him about some Red Queen configuration or constellation. I've never heard of such an astronomical term. What did he say about voices? He constantly whined about the voice of his master, ordering him to do terrible things. He wanted to silence the voice by offering blood. My blood. Why are you so nostalgic for your hometown, Tadao? I was focused so much on making money, I almost forgot that my relatives and friends are threatened by this epidemic. Have you heard anything from your family? I was not only a bad landlord, I was also a bad husband. I've not seen my wife and son for years. Busy, busy, busy.
At least now you're ready to go back and see them. But don't be surprised if your son bears a grudge, sir. You make it sound like you suffered from an absent father yourself, Dr. Reed. Well, I'll keep your warning in mind. Have you no friends at all? Over the years, I'm afraid my greed turned me into my friend's adversary, while I became friends with my professional rivals. Those you grew up with didn't share your views on money and success. Would you believe I was once a member of poetry circles and an astronomy club? We were young, such joyful dreamers then, that I stopped laughing long ago. Can you change? And is it what you really want? If so, it must come from within, not without. I've seen what an altruistic gesture can do. Nothing forced you to save me, Dr. Reed, but you did. I will follow your example in these matters from now on. There is no need to thank me. Rescuing a London citizen should not be out of the ordinary, though I'm afraid it may appear so in these difficult times. You did not only rescue me, you fought for me. You put your life in danger to save me. That's quite extraordinary. How will you cope if you're attacked again? I don't know. I've heard about these men and women who patrol the West End every night, chasing criminals like my abductor. Maybe I should join them. Ehrlich gesagt habe ich jetzt gar nicht gelesen, was die Antworten waren. Ich dachte, das wäre eine normale Frage, aber Antworten-Dings, aber egal. Ich habe wohl richtig geantwortet. Oh, hey Panda. Habe ich... Wait, what? Habe ich... Okay, ich habe alles. Tell me, Tadao, why was your abductor so interested in your passion for astronomy? I don't know. We met a few times at the Royal Greenwich Observatory. He seemed to share my hobby. Then he invited me to his house and locked me in. Yes, astronomy is a fascinating subject. When I was a child, my mother bought a small telescope for my sister and I. We spent many a pleasant evening stargazing. Stars are not just dots in the sky, Doctor. They are the key to our understanding of the cosmos. They remind us how insignificant we are. You're right. But children love magic and stories. I remember our mother told us constellations have the power to protect us. Protection by the light of the stars. That's sweet. You remember the name of these constellations? Drache, er ist Drache. Oh. Draco. My favorite constellation. Memory's a strange thing. I can recite without hesitation the names of the 88 constellations, yet I barely remember my own childhood. Did he fake his interest in astronomy to get close to you? No. In his madness, he spoke about a blood sacrifice to be made to his master when the stars aligned to a specific configuration. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Okay. Ja, also sein Lieblingsstempel ist also Drache. Das würde irgendwie passen zu den Escalon-Dingen. Wer irgendwas mit Drachen erschlagen hat, das ja irgendwas damit zu tun. Irgendwie sowas. Und der Schöpfer ist irgendein Urvampyr. Das hat alles irgendwie Zusammenhänge. Ich weiß nicht, ob es absichtlich so ist, aber... Ja. Die Tür wurde aufgeschlossen. Ja, geil. So, Lady Ashbury. Kommen Sie, kommen Sie. Eigentlich komme ich ja. Auf hier auf. Ignorieren die Gegner. Hallo, wo bist du denn? Bist du oben? Bist du unten? Du bist oben. Alles klar. 20 bräuchte man für sie. Man kann sie umbringen?
Nicht, dass ich das machen wollen würde, ja? Hat sie das Bild weitergemalt? Ja. Aber hübsch. Good evening, Jonathan. Hallo. How are you? I'm still investigating from inside the Ascalon Club. Can we talk? Of course, my dear. Guck, da sieht man wieder, weil ist alles super. Wenn du dir Jonathan hier anschaust, der sieht komplett damaged aus, aber sie sieht gut aus. How is your investigation going? I have decided to explore beyond the dictates of reason. What do you mean? You may on occasion find this house closed when you visit me. If so, it is because I have gone undercover. Sort of. Who are you going to surveil? I hope you're not considering spying on McCullum or the guard of Prewen. No. I intend to ask a few questions in parts of town I rarely venture into. Dirty places where a delicate lady like myself should never be seen. When will you return? As soon as possible. And I don't intend to stay away for long. There are many paintings adorning the walls here. Yes? Did you paint them? No, my dear. But some of them. I have had a long time to learn from the best. I'm currently working on what could be my greatest masterpiece. What is this masterpiece? Your portrait, my dear Jonathan. It will be my gift to you, if I ever have time to finish it. Have you met any famous painters? Are you trying to divine my age by cross-checking historical dates, my dear? That's a devious parlor trick. Well, Elizabeth, I tried my best. Don't I deserve some reward at least? Well, if you must know, I even posed for the greats. Now that you know it, you may recognize me when visiting museums. I have investigated new sources of infection, and I may have found a new type of skull. One suffering from heavy mutations that is extremely contagious. Skulls come in various forms, you know. They are simply degenerate versions of their makers. I believe these families are different, and I'm currently pursuing a lead. I know I can find the true source of contagion by finding who created these creatures. That would be great news. Be very careful, my dear, when dealing with such creatures. Die ist einfach gut geschminkt. 1 Kilo Spachtelmasse kann viel. Wow. Ja, aber guck mal auch ihre Augen. Also da ist ein bisschen rot an der Seite, aber sonst sind die grün. Die sind strahlend grün, als ob sie halt lebt. Goodbye, my dearest. Goodbye, my beloved. Und die ist deutlich älter als wir, ne? Also, wenn du dir Jonathans Augen anschaust, ja, ziemlich blass und grau. Fast weiß, würde ich sagen. Aber wir sehen nicht mehr so vernarbt aus, oder? Also, was heißt vernarbt? Also so blutunterlaufen sehen wir nicht so aus. Oder kommt mir das jetzt nur so... Hast du gerade Blut gesehen? Nein, ich wollte nicht wieder rein. Nee, Goodbye. Tschüss. Immer weg. Da ist Loot. Danke. Tschüss. So, beispielsweise hier. Ach doch. Guck dir mal sein Gesicht an. Guck dir seine Augen an. Ich sehe nochmal Loot. Achso, das ist dieser Loot. Okay. Gut. Also ich weiß nicht, warum das bei ihr nicht so ausgeprägt ist. Oder sie trinkt verdammt viel Blut, dass sie so jung und gut aussieht. Keine Ahnung. Hallo, so viel wie der bei dir auf die Fresse bekommen, muss der wohl haben. Wir müssen auch dazu sagen, dass er aus dem Krieg kam, ne? Also die Narbe zum Beispiel auf seiner Nase, ganz offensichtlich, die ist auf jeden Fall irgendwo. Ich würde sogar fast sagen, seine Nase ist gebrochen gewesen. Oder die ist einfach so. Manche haben ja so eine extreme, ausgeprägte Nase. Was ist das? Wenn er raus ist, ich bin ja in der Nähe, stimmt. Gegner? Keine Gegner. Oh, Big Boy. Hallo. Drei Hits. Wow. Okay, die sind am Kämpfen, I guess.
Fishberry-Dingens. I cannot enter. Das ist schlecht. Wir haben nur drauf gewartet. Oh, fuck. Ja gut, wie komme ich denn da rein? Ohne Schlüssel. Ist hier noch ein Nebeneingang? Hier vielleicht, hier unten hinten. Hallo. Ui, aua. Ey, du Arsch. Ja. Kommt mir das nur so vor oder hat er viel mehr Kraft, wenn ich auf die zurenne? Was sein? Muss mal der alten Lady helfen mit Kopfschmerzen. Böse. Oh. Oh. Ist aber ran. Wow. Ich kann aber auch rangehen. Weg mit dir. Oh, ich wollte es looten. Wieder Zugang zum Theater. War falsch. Wow, scharf, wow. Babys, Geiser. Easy does it, boys. We can deal with this. Hör auf, so auszuweichen. Holy shit. Nein. Oh, nein. Och, Mann, ich hab mich doch geheilt, du Scheißding. Ach, Ballo. Mm. Mann, Mann, Mann. Notierung. Ah, hier bin ich.
Boah, der zieht ja mein ganzes Blut weg. Oh, shit. Der nächste Bosskampf, du hast tatsächlich Mini-Bosskampf verpasst. Naja, wirklich Mini. So, es leuchtet so offensichtlich. Ja. Erstens das und zweitens, dieses Licht ist sehr offensichtlich am Hinleuchten. Oh, warte, ist da unten was? Ich will erst gucken. Okay, da komme ich da später rein. First Try? Ja, First Try. Easy. Ich war viel zu stark. Es war aber, wie gesagt, so ein Mini-Boss. Ich wurde, glaube ich, einmal getroffen von der. So eine Nebenmission-Boss war das, kein Haupt. Ja? Nee, nee, Quatsch, das ist eine Hauptmission. Oh. Abschiedsbrief. Oh je. Ich ertrage den Schmerz nicht mehr. Seit diese Schlampe mich infiziert hat, fühlt sich mein Körper an, als würde er auseinanderbrechen. Sie versteckt sich nun schon seit Tagen in ihrem Zimmer. Es gibt mittels kleiner Notizen Befehle und probt nur nachts. Ich habe eine ihrer sogenannten Proben gesehen. Sie stapft wütend und hasserfüllt auf die Bühne und bejammert ihre welkende Schönheit. Das Miststück ist infiziert, von Grund aus verdorben. Und sie will alle in diesem Ort und dann jeden im London anstecken. Ihr nächstes Stück wird nicht vor Dezember aufgeführt. Bis dahin werden alle Theaterangestellten ihre gehorsamen Lakaien und gezwungen sein, ihre bösen Machenschaften zu dienen. Bin sicher, sie hat einen Weg gefunden, unser Essen oder das Wasser zu verderben. Denn nach der Mahlzeit, die sie uns letzten Monat servierte, sind wir erkrankt und haben begonnen, uns zu verändern. Wer immer diesen Brief finden mag, soll wissen, dass ich mich nur umgebracht habe, um der Hölle zu entkommen, zu der dieser Ort geworden ist. Möge Gott mir, meiner unsterblichen Seele, gnädig sein. Schließlich habe ich mich geweigert, Komplize bei dieser Teufelei zu sein. Eieiei. Er läuft langsam. Oh je. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? Attacke! Wow, das ist ja noch infiziert. Wie? Ach, da ist sie. First Try ist ja langweilig. Ach, Quatsch. Ach du Scheiße. Altes Tagebuch von Doris Fletcher, London, 17. August 1918. Ich habe sie leibhaftig gesehen, die Hexe aus meinen Kindheitsalbträumen. Das Miststück hat mich jahrelang gequält. Ich erblickte sie und erschauderte. Ihre Stimme, ihr Gesicht. Ich wusste, dass sie in jedem Krankenhaus war. Ich wusste, dass sie krank war und wollte ihr Leid mit eigenen Augen sehen. Mag mich selbst neu erfunden haben, eine berühmte Schauspielerin geworden zu sein und diese furchtbaren Jahre verdrängt haben. Aber ich kann nicht vergessen, dass ich ihre Tochter bin. Als ich ihren gebrechlichen Körper in jenem schmalen Bett sah, leidend, krank, besiegt, musste ich meine Tränen zurückhalten. Denn sie sah mich an, sie erkannte mich, sie sah den Hass in meinen Augen. Und sie lächelte. Dieser leichenhafte Abglanz meiner Mutter. Und das Schlimmste war, dass ich keinerlei Befriedigung verspürte, sie so stark leiden zu sehen. Am schlimmsten war nicht die plötzlich wiederkehrende Erinnerung an die Schläge und Schmähungen, nein, am schlimmsten war der Hass, der in mein Herzen aufkeimte, als sie mich ansah. Denn diesen Hass verströmte auch sie. Letztlich bleibe ich einfach ihre Tochter. Mutter und ich sind aus demselben Holz geschnitzt. Das wird auch wieder so ein kleiner Kampf, glaube ich.
Gibt's hier sonst nichts? Ich will ja nichts verpassen hier, ne? Nein. Das, was gruselig wäre, wenn die Büsten auf einmal einen angucken würde. Das wäre wirklich gruselig. Aber gut, wir sind nicht in einem Horrorspiel. Zumindest nicht ganz. Ui. Ein Gegner. Gegner. So wach zu bleiben, um den Kampf mitzubekommen. Musst du nicht, aber ja, kannst du gerne machen. Ich weiß nicht, ob es ein Kampf wird. Werde ich schon sehen. Attacke! Wow. Ja, okay, hallo Jonathan, bitte. Oh. Wie er nicht ausweicht. Sag mal. So viel los. Hier sind so viele Türen. I cannot enter. Oh, hier geht's, glaube ich, raus. Aber ich glaube, jetzt habe ich das aufgemacht, oder? Weiß es nicht. Ich bin Profi. Erstmal rausgehen. Ich glaube, das ist der Haupteingang. Jupp, ist er. Schnell wieder rein. Gut, gut. Dann auf wie auf. Ja, noch ein paar Türchen. Ein paar Wege. Oh, Ratte. This is despicable. So. It's locked. Weiß, da unten war noch eine Tür, bla bla. Woher kam ich hierher? Oh, ich bin richtig. Oh, hallo. Who are you? You who dared enter my realm. Oh je. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you. But I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. Whoa, appear and obey, for your queen. Halt die Fresse. Oh! Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ich muss mal hier. Ne, nicht Blutpunkte. Das. Nein, warte, das ist leer. Lost. Blutpunkte, Lebenspunkte. Kann ich mal bitte... Die hat da was. Ja, hab ich das Haus gar nicht verwinkelt. Hab ich das schon vorgelesen? Ich weiß es nicht. Es geht wieder los. Ey.
Also ganz ehrlich, das war scheiße wegen diesen scheiß Kotzetanten. Das Gute ist, jetzt kann ich mich doch mal durch. Ich hab hier noch eine Tür, da wollte ich reingucken. Oh, Ratte. Oh, die Tür ist... Okay, ich hab nichts gesagt. Okay, go, go. Woe unto thee, son of Babylon! Behold, Kinslayer, the disgrace of sheep. Aua. Will she be the queen again once they all share her fate? Oh. Jo, wie viel Schal haut sie denn rein, sag mal. Ich brauche Blutpunkte, ich brauche Blutpunkte, ich brauche Blutpunkte. Heilung. My beloved, die for the love of me. Okay, die sind echt scheiße, wenn sie... Mach mal live. Jo, wie viele kommen denn noch? Also, die alte ist nicht mal schwer. Der Boss selber ist nicht schwer, aber die ganzen Viecher, das ist das Schlimme. Oh je, oh je. Aber gut, dann sind doch 3. Ja. Oder auch 14. Okay, bevor ich wieder hingehe, hole ich mir mal kurz die Ratte. Weil ich brauche das Blut. Es ist zwar nicht viel Blut, aber es ist etwas Blut. Egal. Wie gesagt, die selber ist nicht schwer. Nur wenn sie ihren... Sobald sie ihren Arm rausholt... Das hört sich falsch an. Jetzt holt sie ihre Diener. What the fuck? Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab kein Blut mehr. Alter! Diese Hitbox ist ja katastrophal.
Mann! Oh. Warum muss ich denn jetzt so einen Bosskampf noch bekommen? Hallo? Ach ja, so ist das. Wie gesagt, sie war fast tot, aber... Ach, Mann. Und die Ratte. Sie selber ist nicht schwer zu töten. Aber die Viecher, die einen anspringen die ganze Zeit. Falsche Taste gedrückt. Guck, sie ist fast tot. Jo, was hat die für eine Hitbox? Holy shit. Oh, oh. Heilung, Heilung, Heilung. Nein, warum? Was? Diesmal war das schon besser, weil sie fast tot war. Fast. Warum sie mich auf einmal instant umgebracht hat, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ach, Mann. Ich bin froh, dass hier eine Ratte existiert. Es tut mir leid, aber... Ich muss eigentlich nur auf meine Ausdauer achten. Boah, das war's eigentlich schon. Und vielleicht... Oh, oh, zurück. Oh, ich wollte los. Ich hab keine Ausdauer. Nein, Spiel, bitte fuck mich doch nicht ab mit deiner Scheißsteuerung manchmal. Ey, würde dieses Kackspiel mal richtig anvisieren und nicht die ganze Zeit wechseln, als ob es kein Morgen gäbe, dann wäre es einfacher. Und ich kann keine Sachen anvisieren. Also wenn ich keine Anvisierung benutze, dann kann ich auch nicht richtig die Skills nutzen. Das ist halt das Problem. Man braucht die Maus nur minimal nach rechts oder links zu bewegen. Und dann, ach Mann, das nervt. Hallo, Laro. Du bist gerade mit bei dem Bosskampf gejoint. Gejoint, ja. Ach, komm. Komm, Ausdauer, bitte, bitte! Oh. Okay, jetzt macht sie ihr Ding da. So, jetzt machen wir... Alter. Jetzt versuchen wir das mal ein bisschen ohne anvisieren. Okay, ich sagte ohne. Ah! Oh mein Gott. Fuck mich nicht ab, bitte.
Alter, du kleines Stück Scheiße. Mann, ey. Oh, ich krieg gerade die Krise. Ich kriege echt die Krise. Timing kann ich, ja. Okay, ich habe noch einen Hass-Bosskampf. Oh, schade, 6 war nicht. Nein, 6 war wirklich. Egal, egal. Wir sind neue Gegner gespawnt. Gespawnt jetzt auch schon. Scheiße. Wow, wo kommst du denn her? Ihr sterbt so schnell. Das ist schlecht. Und ich sterbe gleich auch. Okay, hätte ich nicht machen sollen. Oh, Ratte ist sich gerade gespawnt. Naja, nimm ich. I can't believe I'm doing this. Eieieiei. Ratte haben sie wahrscheinlich mit Absicht reingemacht. Okay, die macht einen Dreier-Hit. Und jetzt verwandelt sie sich. So. Ich muss mir ihr Angriffsmuster... Spiel, bitte. Nicht. Visier doch nicht immer den anderen verfickten Gegner an, Spiel. Bitte. Och, du bist so... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ist nur ein Spiel. Ich wechsle gleich auf Controller, wenn das so weitergeht. Für diesen Kampf. Obwohl, ich habe keine Ahnung, wie die Controller-Steuerung ist. Aber ich habe das Gefühl, auf dem Controller visiert er nicht automatisch immer den anderen Gegner an. Oder ich entwickle mich. 4K, fast 5K EP. I have thirst for blood. Your blood will be mine. Your hand is shaking. 2, 3. Okay, 3. Hits. Jetzt ist ja die Widerstand. Kriegt Schaden, das ist okay. Nein! Bitte hör auf! Hör auf, den random anzuvisieren, du Scheißspiel! Bitte! Oh, so, bitte. 3 Stück. Das kann ich nicht handeln. Okay, zuschlagen, ausweichen. Ja. No. Was ist denn jetzt passiert? Oh. Vielleicht sollte ich das Spiel echt mit dem Controller spielen. Vielleicht ist das entspannter.
Und dann gibt es so Leute, die das auch schwer spielen. Ich spiele es ja noch auf normal. Oh, ey. Keine Ahnung, was die Entwickler sich dabei gedacht haben, dass wenn man minimal die Maus bewegt, dass das Ziel sich ändert. Das sollte nicht passieren. Weil man kann da nichts machen. Natürlich bewegt man die Maus automatisch, wenn man auf der Maus rumklickt zum Angriff. Ich bin ausgewichen, aber gut, anscheinend nicht glücklich. Ich ignoriere die jetzt. Also zumindest versuche ich es. Oh. Oh, die sterben. Eine von denen sterben. Okay, die hat noch keine Gegner geholt. Mann, oh, wie viel Schaden macht sie denn? Oh. Nach dem Bosskampf brauche ich erstmal eine Pause. Oh Gott, ey. Sind wir jetzt bei Nummer 10? Oh, Versuch Nummer 10. Eieiei. Ratte, komm. Ich versuche jetzt so schön, wie es geht, immer zu stunnen. Aua. Da kann ich nichts machen. Warum? Ich kann nichts machen. Mann, Ausdauer, wo bleibst du denn, ey? Entweder war das gerade ein Bug, dass keine Person bekommen ist. Ich habe kein Blut, ich habe kein Blut. Ich kann nichts machen. Ohne Blut bin ich aufgeschmissen. Ich darf mich nicht treffen. Ich sagte nicht treffen. Ich warte die 13 Sekunden ab, bis ich meine Ult machen kann. Ich darf sie nur auf einer richtigen Person machen. Aua. Oh ja, jetzt. Nein, nein, nicht jetzt. Run. Hab ich bitte, ich habe noch irgendwas an Ausdauer, brauche ich nicht. Blutpunkte, das ist super. Okay, richtig anvisiert, das ist gut. Ja. Man ist tot. Renn. Oh.
Alter, wie viele sollen denn noch kommen? Oh. Ich bin am Zittern gerade, ne? Das macht's das Kämpfen jetzt nicht leichter. Genau das meine ich. Ein paar Sekunden muss ich warten. Ein paar Sekunden muss ich warten. Okay, sehr schön. Ich kann mir jetzt kein Blut holen. Nein, warum? Oh. Okay, 60 Sekunden. Die halte ich schon aus. Die halte ich schon aus. Sekunden. Gar kein Problem. Die dürfen mich nur nicht anspringen. Das war sehr riskant gerade. Das ist auch sehr riskant. Wow. Kotzt mich ja dezent an. 18 Sekunden noch. Alles fein, alles fein. Sekunden. So. Jetzt darf ich bloß nicht die falsche anvisieren. Okay, 1 ist tot. Fuck, fuck, fuck. Fuck, 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 fuck. Wehe, du tötest mich jetzt. Oh. Wait. I beg you, wait. Baby Nora. I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Heilige Scheiße. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Heftiger Tennisarm. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Ah! 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 Okay.
Farewell, Doris. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum! How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that Skal infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I've put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. Warum denn den Kampf könnte sich ja auch einfach verbrennen? Einfach gleich verbrennen, ja. Eigentlich schon. It's locked, all right. Okay. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great... Oh, da ist noch was. Ah, Moment. Neues Tagebuch von Doris Fletcher, London, 24. Oktober 1918. Bald stehe ich wieder auf der Bühne, denn meine Proben sind fast vorbei. Meine Lakaien sind um mich herum versammelt und bereit, jedem meiner Befehle auszuführen. Schon bald kehrt mein Publikum zurück und wird bereitwillig meine Kunst bejubeln. Die Jungen, die Schönen, mein gesundes Publikum. Die Leute werden zu ihren Familien, in ihre schönen Häuser und in ihrem glücklichen Leben zurückkehren. Entzückt von meiner Darbietung, schockiert von meiner Maskerade, berührt von meiner Anmut, von meinem ansteckenden Vermächtnis. Sie werden die Krankheit der Reihe nach verbreiten, sich verwandeln. Und ich werde wieder ihre geliebte Königin sein. Und sie werden mir niemals vergeben. Und ich werde mich für den grausamen Streich rächen, den mir das Schicksal gespielt hat. Ja, gut. Wenigstens habe ich eine schöne Waffe bekommen, ja? Säbel. Oh, das war... Dann hätten wir die 9 Tode aber nicht gesehen, wow. Aber wenigstens 10 Versuche, ja? Besser als bei der Schwester. Aber gut, ich habe dann irgendwann sehr vorsichtig gespielt. Ich habe nur noch gewartet, bis meine Ult ready war. Entkommen aus dem Theater, ja, ja. Ja. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. Bei der Schwester waren es 16 Tode. Okay. Holy shit. Nee, mach mal weg. Ich will die Karte öffnen. Hallo, Karte öffnen. Ja, okay. Ist die Karte da? Fast tot. Ich will eigentlich nicht so schnell sterben. Kann ich hier einfach hoch? Könnt ihr mal gegeneinander kämpfen, bitte. Nicht gegen mich. Also gegeneinander. Okay, ihr wollt beide gegen mich kämpfen. Verstehe. Ich bin ehrlich gesagt nicht gerade in Stimmung zu sterben. Ich weiß auch nicht warum. Okay, anscheinend bin ich doch in Stimmung zu sterben. So, ich löge nochmal, bevor gleich der Besuch kommt. Euch noch viel Spaß. Okay, alles klar. Macht das. Sind wir? Ah, gut. Hier ist Loot. Okay, dann werden wir jetzt da lang laufen. Also hier lang und dann da rein, wenn es geht.
Natürlich muss kämpfen. Ah, jetzt bin ich Full Life. Wo ist der andere? Der tot? Oh, okay. So. Ich werde mal das da machen. Cool. Ich mal das Säbelding. So, wo ist das? Da. Vorne Säbel 4. Machen wir mal. Ich habe kein Dings mehr. 400. Boah, das ist. Ja, gut, ist eine Einhandwaffe, ne? Einhandwaffen sind nicht so stark. Ich hab's ja. Ich stelle einfach alles, ja. Und dann entwickle ich mich mal eben. Ich habe noch Essen, Mahlzeit. Okay, gut, mal ja. Ich werde mal und auf 26 sein. Gut, Gerinnung. Weiß ich nicht. Das hat mir bis jetzt oft das Leben gerettet. Aber weiß nicht. Schattennebel ist eigentlich sehr praktisch. 2000. Uff. Vielleicht hätte ich Blutsperr mal nutzen sollen. Naja. Für mehrere Gegner ist der Schattennebel sehr praktisch. Statt konzentrieren sich auf einen Bereich. Alle Ziele in diesem Bereich werden von Schatten direkt vom Vampyr ab. Oh, das ist nett. Das ist nett. Gesundheit. 1500. 1500. Ich mach mal Vorschaltvermögen. Ich glaube, den Rest kann ich nicht, aber ich alles mehr. Okay. Oh je, ich habe keinen geheilt, ne? Ja. Da sollte ich vielleicht mal nachhelfen. Oh je. Oh je. Oh je. Mhm. Glaubst du, die sind alle gesund, wo ich gerade rumlaufe, aber das. Schöpfung, 3. Erkältung. 1, 2, 3. 3 Erschöpfung. Ah, dann habe ich auch ein paar mehr. So. Ich muss mal zu den Docs. Erschöpfung, Erschöpfung, Erkältung, bla, Erschöpfung, Erkältung, Erschöpfung. Da gehen wir gleich hin. Wir werden jetzt erstmal die Leute heilen. Aber ich will nicht, dass sie abnippeln. Das wäre nicht so schön. Warte, ich nehme einen anderen Weg. Ist ja immer noch da? Ja, bin ich. Ist neu, ihr seid noch nicht mal 4 Stunden. Da ist ja gar nichts. Achso, wir suchen ja noch eine, ne? Die hier. Ah, da müssen wir auch noch hin. So. Waren sie jetzt krank? Krankenhaus auf jeden Fall. Ja, dann laufe ich erstmal zum Krankenhaus. Sollte wir das markieren. Und Dr. Sonsia hat sogar etwas zum Quatschen. Das ist gut. Das ist gut.
Kann man nicht einfach hier rüber gingen? Das wäre super. Aber nein, anscheinend nicht. Aber wir können... Glaube ich richtig? Ja. Darüber. Ups. So, wer ist denn hier alles krank? Ihr seid gesund. Und gesund, gesund. Du bist erschöpft. Good evening, Doctor. Do you require I will be fine. Man kennt die Nurse. I'll try. Goodbye, nurse. Call me. So, du bist gesund. Er ist erschöpft. Good. Do you need... Yes. I'd like... Was hat er denn hier so? Okay, nichts Spannendes. Und... Er ist auch erschöpft. Hey, soldier. No. Don't. Goodbye. So. Das hätten wir auch. Gehen wir mal eben zu Dr. Swansea hoch. Nämlich neue Gespräche. Und Tag. What news, Jonathan? I've heard you've now joined the vampire elite of London. Did Elizabeth tell you? So it's Elizabeth now. My. Things are moving quickly. I turn my back for a moment and away you go. Have you seen Lady Ashbury recently? Yes, she popped in yesterday. Told me about your new friends in the West End. Just a courtesy visit, then? Yes. And no. She was en route to the docks, I think, following a lead concerning your maker. I may have found the source of the contagion. Doris Fletcher, the actress. Thankfully, in the end, she was destroyed by fire. Really? Oh, please, do tell me more. Doris was a heavily mutated skull. Almost a new breed entirely. It's as if the disease had completely altered her mind and body. Highly contagious. As if the disease had taken control of her will? Yes. Once a beautiful and brilliant woman, she became motivated by hate alone. Oh, she was a beauty. I met her when she visited the hospital to cheer up the sick. Too bad the fire destroyed her. But it was probably for the best. Have you heard of similar cases? No, I don't think so. Except, perhaps, it reminds me of an old report from the Brotherhood. Well, more an article, really. What was it about? The author, a friar, referred to a rare form of contagion in a skull he observed during the Black Death. The carrier was always female. Called them Icors. Hallo Dominik, schön, dass du da bist. How's the situation at the Pembroke? We're still holding out. Question is, for how long? What we really need is hope, Jonathan. Hope for a better tomorrow. I'll come back later. Thank you, Edgar. Always a pleasure to see you, my friend. Ich hab's gerade gelesen. Ja, ich hab's gerade gelesen. Ja gut. So. Nee, Quatsch. Nee, so. Harvey, Aykroyd, die da, der Typ. Okay. Erstmal zu ihr. Könntest du dich schneller hinsetzen? Nee. Do you... Ja, nimm. Goodbye. Tschüss. Kamera, der rede ich. Okay. Hab ich wieder B gedrückt, ja. Good evening. Is there a... Rick? Ja, dreh dich, Kamera, bitte. Und du. Do you need... Ja. Hab ich hier irgendwas Neues? Thank you. Eigentlich würde ich sehr, sehr gerne im Bett weiter rumgollen. Glaube ich dir? Glaube ich dir.
Aber so ist das manchmal. Good evening. Do you... And goodbye, Miss... Okay, danke, Steuerung. It's locked. Ach, ja. Oh. Habe ich jetzt alle geheilt? Ja. Dann können wir jetzt zu den Docks weiter. Oder zu Whitechapel, die sind auch noch alle am Arsch. Scheißendreck. Moment, wo war mein Eingang zum... Da. Sieht's mit der Pflanze aus? Auf die Pflanze lebt. Nee, das wollte ich. Meistens sind erschöpft. Ich glaube, die hatten noch nie eine andere Krankheit gefühlt. Erschöpft, sag ich ja. Tod. Das, wo passiert ist. Erkältung. Erkältung, Erschöpfung. Die hatten echt noch nie was Schlimmeres. Vielleicht, weil ich die halt immer heile. Gut, dann zum Whitechapel. Wo Docks macht mehr Sinn. Obwohl, ne, eigentlich nicht. Von Whitechapel zu den Docks. Und von den Docks dann dahin. Irgendwie so. Ach, keine Ahnung, wie ich das mache. Ich habe wieder 2 Markierungen hier. Weg damit. Und auch. Meine Ausdauer ist tut mir leid. Oh, komm. Aua. Stirb, stirb, ja. Alter, jetzt reicht's mir. Implodiere. Los. Okay. Das war vielleicht ein bisschen aggressiv von mir, aber wir haben mich abgefuckt. Wie knapp willst du überleben? Ich ja. So, meine Leute hier. Teilen muss. Fahrer. Good, don't you... No, I have heard enough. Can I off you? Oh, goodbye. Do you need help? How are the current? Oh, das wollte ich nicht. Oh. Wer ist jetzt noch krank? Richard. Wo war der Typ? Ich glaube hier irgendwo. Der Richard. Wo ist denn der? Skadogen. Darius. Oh, Ratte. I have thirst for blood.
Benjamin. Wer war denn nochmal? Richard, der Alte. This is despicable. Aber notwendig. Ich hasse es, wenn ich mich nicht mehr dran erinnere, wer war. Wer war das denn nochmal? Warte. Das war doch der Typ, der auf diese Stumme steht. Oder? Auf Friedhof? Moment. Glaube ich richtig. Wir sind auf jeden Fall Gegner. Gut, wo Gegner sind, bin ich falsch. Hier muss ich irgendwo hin. Echt jetzt? Wie widersteht? Okay. Na gut, ich war jetzt so, ich bin circa 17, bis ab circa 17 Uhr im Lurk, schreibe dann nochmal. Okay, alles klar. Macht das. You are blinded by your false faith. Oder nicht irgendwo hier? Was war das denn für ein komisches Geräusch? War ich da schon oben? Warte mal. Hätte Sinn gemacht, wenn ich hier jetzt runter könnte. Die Tür schon aufzuschließen. Oh gut, wo war denn der Eingang zu dieser... Also. Hier, irgendwo. Ah, da. Muss auch der Typ irgendwo rumlungern. Okay, hier nicht. Moment, hä? Das kann sie mal hier hin tun. Bin ich so lost, dass ich nicht mehr weiß, wo dieser Eingang zum Friedhof-Gedönse war? Also Mini-Friedhof. Irgendwo hinter der Kirche war dort. Zabal! Ich krieg's gerade nicht gebacken, ich weiß nicht warum. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Hier. Hier wurde, glaube ich. Ja. Ja, da ist er doch. Hallo, dich habe ich gesucht. Mein Gott. Good evening. And good evening. Do you need... Hier, nimm. Hier noch irgendwas Neues? Ich glaube. Tschüss. Ah, jetzt haben wir alle geheilt. Jetzt kommen wir jetzt zu den Docs. Ich weiß nicht mehr, wo dieser Martin... Mal. Warte, das war diese vergessliche Frau, glaube ich, war dort, ne? Weil ich sehe so, man checkt manchmal mit Martin. Ja, das war diese vergessliche Frau. Und der... Ach, und der müsste in dieser Kanalisation sein. Also muss ich... So lang. Oder ich mach mal eben hier dieses Ding auf. Wenn ich es aufbekomme von der Seite, zumindest, keine Ahnung, weiß ich nicht. Schau mal. Ich muss ja sowieso da lang. Ach, ekelhaft. So. Noch kein Blut. Ja, komm. I cannot enter. Ja gut, mal hier hoch. Nein. Okay, das ist also zu. Das ist ja uncool. Verdammt. Oh, gut. Das stellt mich auch mal Richtung Arbeit wegen. Viel Spaß euch noch. Bis später. Okay, da viel Erfolg auf der Arbeit. Bis später. Oder so. Gut, das ist zu. Verstehe. Das ist ärgerlich. Das ist doch auch zu gewesen, oder nicht? Oder ist das ein Haus? Okay, mal das. Hm. Bidu. Ich weiß nicht, was du da tust, aber es war dein letztes Mal, dass du es tust. Ah, ja. Komm hier durch. Ah. Leichtes Opfer. Was ist denn das? I have this thirst for blood. Achso, das ist die Apotheke. Ach, süß, Level 12. Oh.
Ja. Ach, hier sind wir. Ach, weiß noch. Als ich sie hier umgebracht habe. Aber sie mich als erstes. Gut. Oh gut, jetzt weiß ich, wo ich bin. So. Ich weiß nicht, ob das ein Haus ist. Ah, Moment, ich will es mir angucken. Ja, ja. Ja, wie sie rutscht die falsch an. Ist okay. Ich würde mal gerne die eine Waffe ausprobieren. Hier diesen Säbel. Und den Flock. Das bin ich um. Ich bin gestorben. Hi Sigi. Du wolltest gestern gar nicht schlafen. Das ist schlecht. Wow, das war richtig lieb, der Spruch, den ich gelesen habe. Ach, Mann. Och, nö. Oh, jetzt wieder... Gott. Was ein scheiß Checkpoint. Was ein scheiß Checkpoint. Holy shit. This is despicable. So sorry. Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match for the Und Starfield geht richtig rein. Echt? Okay. Ich habe viele negative Sachen darüber gehört, dass es halt nichts Neues ist und so ein Kram. Und für richtige Dummies gemacht wurde, das Spiel. Aber gut, ich denke mir halt so, natürlich wird es nichts Neues mehr geben in dem Sinne. Ach, den One-Shot ist jetzt. Aua. Ey, böse. Hallo. Schild. Das ist halt sehr anhänglich, muss ich mal so sagen. Ich hasse es, die jumpen manchmal so random, ey. Oh ja, gut Hunger. Ja, so habe ich auch ein bisschen gesehen.
Haha, hängst du fest? Bist du bitte aus der Kackwolke raus? Och Mann, mach den doch einfach tot. Soll ich extra die Waffe wieder wechseln? Mein Gott. Ach Gott, Scheißvieh, ey. Schon davon, bitte aufzustohlen. Das irritiert mich ganz. Kann mal jemand... Gibt es keine Art Mod oder so, wo das Kampfsystem verbessert wurde oder so? Das wäre super. Obwohl das wahrscheinlich auch... Alter, fuck mich nicht ab, ihr Fickviecher. Oh. Mein Gott, sind die anhänglich. Immer als jede Beziehung. So anhänglich sind sie. Hat's du nicht gesagt? Nein. Wollte da gar nicht rein. Was? Open-World-Spiele, das werden auch sich auch nicht mehr ändern. Und ich glaube, dass Assassin's Creed Mirage auch nicht anders wird. Aber weil es momentan so viele Sachen gibt, die gegen gewaltgefährliche Spiele vorgehen. Und ich denke, die dagegen haben Entwickler Angst. Spiele früher waren brutale Angsteinflüsse und stressiger. Nö, überhaupt nicht. Das ist Schwachsinn. Damals wurden deutlich mehr Spiele gecancelt, weil sie halt sehr brutal waren. Und heutzutage sind sie auch noch sehr brutal. Es kommt natürlich immer auf das Genre an, ne? Und ich habe ja nicht von dieser Brutalität in dem Sinne geredet. Warte mal. Ich muss mal eben mich aufs Spiel konzentrieren. Ganz Kackviecher töten mich die ganze Zeit. Damit meine ich auch die Vampirjäger. Das wollte ich nicht. Naja, komm, das ist schlecht. Leichtes Spiel. Oder auch nicht. Doch. Ah, Scheißdreck, ey. Dieses Spiel. Das Spiel ist cool, sage ich immer noch, aber dieses Kampfsystem ist einfach für den Arsch. Wäre das besser, dann würde es so viel Spaß machen. Ah, ich kann gerade nichts machen. Die Kackviecher mir hinterher rennen. Hier ist nicht mehr. Gut. Huch. Hier ist zu. Stimmt, da war ja zu. Also entweder komme ich ja später dahin, aber warum sollte ich dann schon eine Quest da haben? Irritiert mich. Gut. Ich werde nicht mehr lange unsichtbar sein. Okay, ich bin lang genug unsichtbar. Cool. Okay. Wir werden jetzt einfach mal da lang laufen. Ich werde mir die Stelle jetzt markieren. Wie lang muss da? Irgendwie lang. Hier muss irgendwie lang. Da. Trotzdem laufe ich immer falsch. Trotz Markierung. Ich laufe richtig, wow. So.
anstrengend manchmal. Kurz Ausdauer. So. Das war die falsche Seite. Es ist so warm wieder, ey. Do you need... Goodbye. Well, do you need... Indeed. Oh, thank you, Dr. Reed. Good. I should have offered a drink to the boy. Good. What? Inebriate? Yes. Hey. Goodbye. Do you... Don't feel... Take this. It'll help. Tom always said... Goodbye, Miss... Okay. So, jetzt fehlt mir noch der da, den ich immer noch suche. Der müsste in der Kanalisation sein. Und der weiß ich auch nicht, wo der ist. Habe ich vergessen. Zumal ich mir solche... zumal ich mir eh nicht so gut Namen merken kann. Zumindest solche komischen britisch-englischen Namen, die kann ich überhaupt gar nicht. Southwark. Das Problem ist, das sind alles Docks. Das ist... Oh. Oh, ist ja ein UNCUT. Naja. Wow. Okay. Oh, er ist gestorben. Ich gerade so erinnern. Diese scheiß Notunterkunft da, glaube ich schon. Mein Gott. Also die Docks sind für mich am kompliziertesten. Das war die Notunterkunft da hinten. Ja. Das ist so ein... Da ist schon. Wo sind die anderen? Wo ist denn dieser komische Möchtegern-Vampirjäger? Den suche ich halt die ganze Zeit auch. Wo war der Eingang? Da. I can't believe I'm doing this. Heilung muss sein. Oh, ich glaube gar nicht mehr Hochheilung.
Ich meine, der Typ müsste hier sein. Ich glaube nicht, dass er hochgegangen ist. Steckt sich ja in der Kanalisation. Hier? Ich weiß es nicht mehr. Den versuche ich auch, den suche ich auch immer. Ja, der ist weg. Aber wohin ist der gegangen? Oh, wo habe ich den denn zuletzt gesehen? Boah. Das ist schon dabei aus. Ich habe echt vergessen, wo die NPCs sind. Ich meine, ich habe den ja auch oberhalb. Oder habe ich den jemals oberhalb gefunden? 10. Weiß nicht, wo dieser komische Vampir, also möchte gern Vampirjäger ist. Keine Ahnung, wo der rumläuft. Der Typ mit der Maske, keine Ahnung, wo der ist. Und diese vergessliche Frau, wo war die denn nochmal? Die war in einem Haus, oder nicht? Ja doch, die war in einem Haus, aber ich weiß nicht mehr wo. Manchmal das Bedürfnis, Kisten zu machen. Ja. Ging's hier noch lang? Ne, da lang. Oh, Gegner, und das nicht gerade wenige. Ja, ist klar, ey. Ich hab ja 3000 Schaden gefühlt. Holy shit, ey. ETF. Und nur 3000 Gegner gefühlt. Aber wenn ich das schon mal richtig gesehen habe, sind die blau Kreis sind Safe-Dinger. Ich habe gerade das Gefühl, hier ist ein Eingang. Ja, gut, schwierig. Oder war der Typ da? Nee, das war ja der Anfang. Och Mann, ey, das sind zu viele Eingänge und Ausgänge. Da hätten sie vielleicht auf der Karte markieren können, wo ein Aus- und ein Eingang ist. Das ist ein bisschen blöd. Ich meine, der Typ war nicht hier. Nee, hier ist einfach nur der Anfang.
Okay, das war komisch. Keine Ahnung, vor mir sterben die Leute. Ich werde die ja sowieso nicht umbringen. Weiß noch nicht, ob die sterben können, wenn man die nicht heilt. Hm. So lang. Ja. Hier vielleicht rüber? Nö. Ach, bitte lass mich in Ruhe. Nee, ich komme ja, glaube ich, nicht sehr weit. Ist gerade was aufgeleuchtet? Nee. Okay, da ich aktuell extrem planlos bin, wo die komischen 2 NPCs sind, die mir fehlen. Werde ich jetzt einfach die Hauptquest weitermachen. Wieso laufe ich eigentlich so kompliziert? Markiere mir das jetzt so dahin. Ich laufe richtig unglaublich. Und die nächste Markierung. Nicht durchheilen. War ich richtig? Ach Gott. Wieso muss man das eigentlich so kompliziert bei solchen Spielen machen, in denen man keine Minimap einbaut? Warum? Ich hätte gerne das Spiel nochmal, aber in überarbeitet. Das wäre super. Ich kann nicht die Einzige sein, die da gewisse Dinge einfach scheiße findet. Beispielsweise das Kampfsystem. Das random Anvisieren von anderen Gegnern. Naja, egal. Vielleicht ist es auch einfach ein Mecker auf hohem Niveau oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. So. Guten Tag. Huch, was machst du da hier? Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report.
Okay, das ist ja fast süß. Ah, nur fast. Good evening, Dr. Reed. Have a drink and enjoy this night, for it could be our last. Welcome back to the Ascalon Club, Lance-Bearer. Please tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. I did my best. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. I'm not sure I'm the best candidate for such a task. I can hear the hesitation in your voice, Dr. Reed. I admire a man of principles. But in this matter, there is more at stake than your moral comfort. It's not a moral question, Lord Redgrave. It's the responsibility of giving immortality to a man I barely know. Nonsense. Aloysius has been a member of the Ascalon for years. This is but the fruition of a long-held plan. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die, and he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Goodbye, Lord Redgrave. So, ab jetzt höre ich im Auto nebenbei zu. Uiuiui. Will. Wollte ich nicht noch Understandably, you have questions. Very well, proceed. Okay. Begib dich zu Eiger der Tempel-Dingens. Ist am Arsch der Welt. Oh, da ist Loot. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this?
I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the Reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall, and yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Ja gut, das, ja, schwierig. Also ich schätze mal, ihr kann man vertrauen. Also diesen komischen Lord-Typi da. Verdammt. Weiß nicht, was ich... Ich bin gespannt, was ich machen kann. Wahrscheinlich kann ich mich nachher entscheiden, ob ich ihn töten möchte. Kann, wie auch immer. Oder ihn verwandeln kann. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Oh, schwere Entscheidung. Ich hasse Entscheidungen treffen. Ist es jetzt hier offen? It's locked. Okay. I should find another way to get into the neighborhood. Gut, ich suche mal da. Hallo, Skull. Ja, kein Problem. Genau so.
Will nicht schon wieder sterben. Okay. Das Gekotze mal wegsehen. So. So. Gibt's hier einen Eingang? Irgendwo. Huch. Oh, Aubrey Reeds zweiter Brief. Anwesen der Reed-Familie, 4. April 1908. Mein lieber Sohn, dies ist mein zweiter Brief an dich. Wenn du ihn findest, heißt das sicherlich auch, dass du den ersten Brief deiner Schwester Mary und meiner lieben Emmeline gezeigt hast. Ich halte es für richtig, wenn du deine Entdeckung nicht nur für dich allein behältst, aber letztendlich entscheidest du das. Erinnerst du dich an unsere langen Spaziergänge im Park? Deine Mutter hat mir das Alphabet unter den Bäumen beigebracht. Ich hatte dort so viele Schätze für Mary und dich versteckt. Ihr wart beide so schlau, so brillant. Ich wusste immer, dass ihr beide großartige Menschen werdet. Ich war immer stolz auf euch. Ich konnte nie meinen Stolz verstecken. Wenn man mich fragte, was du eines Tages werden möchtest, er wird, was immer er sein will. Deine Mutter glaubte, dass du so wie sie zu einem großen Künstler werden würdest. Du hast es immer genossen, zu lesen und zu schreiben. Ich habe immer noch dein allererstes Gedicht, so wie ich noch Marys erstes Bild habe. Als du dich entschiedst, Medizin zu studieren, war deine Mutter scharfsinnig genug, um ihre Bestürzung und ihren Verdruss zu verbergen. Ich dagegen war froh, dass du kein stumpfer Bankier wie ich werden würdest. Du sagtest uns, du wolltest Mediziner werden. Geld spielte dabei keine Rolle. Du wolltest nur das Leben deiner Mitmenschen verbessern. Ich wusste in diesem Moment, dass wir dich die wichtige Lektion von allen gelehrt hatten. Beurteile jeden einzelne Seele nach ihrem Charakter, nicht nach ihrem Vermögen. Wenn du mehr wissen möchtest, erinnere dich einfach an das Krankenhaus, wo du dich zuerst für ein Praktikum bewarfst. Dein dich immer liebender Vater, Aubrey Reed. I had almost forgotten I applied for a position at Pembroke. It was so long ago. Wow, Pembroke. Da waren wir ja schon. Ein Weg in alles. Nein. Okay. Suche. I think this passage could lead me close to Aloysius Dawson's mansion. Oh, hallo. Stupid. Sogar ein Boot. Das ist schlecht. Hauptsache der ist Level 30. Holy shit. Na gut. So geht's eigentlich immer in die Kanalisation. Oder in eine Art Keller. Warum? Oh, Ratte. This is despicable. Und Loot. Alter, ich hab mich gerade übelst erschreckt. Weil der Fotoautomat vor meinem Karte anging. Holy shit, ey. Oh Mann. Doch nicht, wenn ich in der Kanalisation rumlungere. Gibt es eigentlich so die Easter Eggs, die einen erschrecken? Also nicht, dass ich sowas haben möchte, aber... It's locked, all right. Könnte ja sein. Och nö, wer bist du denn? Miniboss oder was? Oh.
Aua. Erstmal Miniboss hier drin. Toll. Oh, leid. Oh, scheiße. Och Mann, das wäre fast First Try gewesen. Ich habe auch nicht mit dem Boss gerechnet. Natürlich. Oh. Den ganzen Weg nach unten. Ist das Zeug, was ich gelootet habe, denn gelootet oder nicht so? Anscheinend ist es gelootet. Okay. Gut, dann verprügeln wir den jetzt nochmal. Falsche Taste gedrückt, das fängt gut an. Kann auch sein. Jo, wie viele Schläge haust du da rein? Oh nee, der macht sowas. Nein! Och, Mano. Gut, Versuch Nummer 3. Vielleicht sollte ich echt so eine Art Death-Counter einführen. Aber ich habe keine Ahnung wie. Dafür müsste ich mich erstmal schlau machen, wie das funktioniert mit den Death-Counter-Gedönse. Aber es wäre interessant zu wissen manchmal. Okay, Konzentration. Aua, ich sagte Konzentration. Okay, ich halte einfach mal die Fresse und versuche mich zu konzentrieren.
Ja, sag ich ja. Einfach mal die Fresse halten. So. Die Gewalt der Vulkuts. Lasst euch niemals von der Größe eines Vulkuts täuschen. Diese kräftigen Bastarde sind so flink wie jeder andere Blutsauger, können aber auch genauso ausgeschaltet werden wie sie. Nagelt ihre verrotteten Kadaver auf den Boden fest, bevor ihr sie enthauptet. Merkt euch, am wichtigsten ist es, sich vorzubereiten und die Schwächen eures Feindes zu kennen. Das Problem ist nur, Vulkuts haben natürlich keine Schwächen. Sie sind stark, schnell, wachsam und tödlich. Sie sind Tötungsmaschinen mit nur einem Ziel. Sie wollen euch mit ihren Riesenklauen an den Hals. Wenn einer von euch Kerlen also das Pech habt, jemals einen Vulkut zu begegnen, merkt euch das. Weicht aus und macht es wütend, verletzt es, beschimpft es und macht es fuchsteufelswild. Das Hirn der Vulkuts schaltet sich aus, wenn ihr es genug Pi sagt. Sie denken nicht mehr nach und greifen nur noch blind an. Ihr könnt nur gewinnen, wenn ihr also einen taktischen Vorteil gegen das dumme Biest erlangt. Nutzt diesen Vorteil. Oh ja. Der war Level 32. Ja, kein Wunder, dass ich Probleme hatte. Ist er lang? Also da geht's lang, da geht's lang. Oh je. Oh je. Was ist das für eine Scheiße, jo? Oh, hier geht's einfach nur im Kreis anscheinend. Okay. Wo kam ich jetzt her? Ah, okay. Warum kann man hier lang, wenn hier nichts ist? Gar nichts. Wo ist er lang? Zieh zurück. Oh, eine Leiche. Hallo. Oh. Oh, verschmutzter Brief. Ich heiße Robert Teasdale. Wer immer diese Nachricht finden mag, bitte versuchen mir zu helfen. Meine Tochter Louise ist vor einigen Wochen verschwunden. Zuletzt wurde sie in einer Bar in der Gegend gesehen. Nicht in jener, in der sie als Kellnerin arbeitet, sondern in einer anderen. The Dancing Truth, wie auch immer. 2 Zeugen sahen sie in diesen Ort mit einem eleganten, was? Normal. 2 Zeugen sahen diesen Ort mit einem eleganten Unbekannten verlassen. Gleich einem Ausländer. Es gibt viele Gerüchte über Männer und Frauen, die in der Gegend verschwinden. Ich bin überzeugt, dass meine Louise entführt wurde und irgendwo in der Nähe gefangen gehalten wird. Ich weiß, dass die Polizei nicht helfen wird, da sie bereits wichtigere Dinge zu tun hat. Deshalb suche ich nun selbst nach meiner Louise. Wenn sie diesen Brief finden, konnte ich sie nicht retten. Meine Louise ist ein gutes Mädchen und verdient es nicht, so zu sterben. Sie ist von mittlerer Größe, hat dunkles Haar und eine Narbe auf der rechten Wange. Bitte suchen Sie nach ihr und bringen Sie es für mich zum Ende. Gott segne sie. Louise's father was determined to find and save her. Dann mache ich ja mal noch die Nebenquest. Cool. Die Tür wurde aufgeschossen. Oh, Ratte. I can't believe I'm doing this. Nicht denn jetzt hier. Warum gibt es hier so viele... Okay, keine Ahnung, aber ich kann da wohl nicht hin. Nicht denn. Hier kann ich nicht hin. Okay, gut. Ach so. Okay. Ach so, ich verstehe. Im Shortcut freigeschaltet. Gut. Aber wo? Kann ich nicht überspringen? Oh mein Gott, egal. Ich wünschte, ich wäre manchmal nicht so vergesslich. Achso, hier war ich ja, ne? Hier war der Typ hier.
So, da wäre eigentlich... Ah, okay. Okay, ich hab verstanden. So, wo kam ich her? Da. Okay. Hier war ich noch nicht. Hier sind Drehräder, die ich nutzen kann. Die auch Gegner? Ah. Ich verstehe, es hat was mit dem Wasserspiegel zu tun. Mal wieder. Habe ich es schon gelöst? Ah ne, Quatsch. Oh, jetzt habe ich das Wasser noch mal runtergemacht. Ach, ist das so ein... Ist das so ein Rätsel? Okay, machen wir das da. Ich bin Profi darin, immer weniger Wasser reinzumachen. Ich muss aber mehr Wasser reinmachen. Oh, warte mal. Die Dinger mal anschauen. Okay, das war einfach. Ich habe einfach wieder viel zu kompliziert gedacht. Och nö, was passiert? Och nö. Gegner. Die alle Level 30 sind. Scheiße. Ja, reißt du. Ups. Aua. Oh, aua, aua, aua. Holy shit, nicht so viel Schaden machen mit der Hilfe. Das war... Was habe ich mir gerade für eine Spritze reingejagt? Holy shit. Wo ist denn hier Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer? Heilung? Heilung. Ah, nee, nicht so sicher. Oh. Bin tot. Voll. Was hat's mir jetzt gebracht, dass ich das jetzt so gemacht habe? So? Nee. Hä? Ich check die Logik gerade nicht. Arsch. Kannst du doch an den Dingern rumspielen? Geht's so runter, oder? Es muss ja einen Grund haben, warum ich das jetzt... Ah, oh ja. Hat es. Kleiner Finger ist eingeschlafen. Das fühlt sich komisch an beim Zocken. Oh, lecker Ratten. I have thirst for
blood. Hab ich gerade eine Frau schreien gehört? Weiß ich wo? Ich will erst hier unten gucken. Ich rette dich! Jonathan kommt zur Stelle. Aber warte, mein kleiner Finger ist taub. Ich bin gehandicapt. Hallo Mika. Na? Schön, dass du reinschaust. Aua. Haben wir da in den Wirbel rein, genau. Oh, kürzlich geführtes Tagebuch. Oh, das ist viel Text. 13. Oktober 1918. Ich habe eine strapaziöse Reise aus Manchester hinter mir und bin gerade in London angekommen. Die Stadt wirkt traurig und verzweifelt. Hier wird es nicht schwer, eine Frau zu finden, die dem Tod entrinnen will. Ich kann es gar nicht erwarten, meine Nachforschungen zu beginnen. Schon bald bin ich keine Jungfrau mehr. 15. Oktober 1918. Die Zelle ist vorbereitet. Jetzt muss ich nur die richtige Kandidatin finden und sie hineinschaffen. Es wird eine schön einfühlsame Frau mit sonnigem Gemüt sein. Ich habe meine Überzeugungskünste bereits an einigen Frauen ausprobiert und sie haben gewirkt. Jedenfalls meistens. Aber meine zukünftige Braut soll nicht unterwürfig sein. Ich werde eine Macht nur einsetzen, um sie herzubringen. Dann werde ich ihr meinen Vorhaben erklären und sie einwilligen lassen. Das ist wichtig. Meine Lady soll aus eigenem Willen meine Frau für die Ewigkeit werden. Oh Gott, ist es krank. 17. Oktober 1918. Ich glaube, ich habe die perfekte Partnerin gefunden. Ihr Name ist Louise. Sie ist eine Kellnerin in einem Wirtshaus und ziemlich bezaubernd. Ich liebe es, wie sie in dieser Bar die Drinks serviert. Und unverwüstlich und stolz. Ich bin sicher, sie wird mein Angebot annehmen, sobald sie mein ist. Sobald das Vampirblut ihre Metamorphose herbeigeführt hat, wird ihr Gesicht verheilen und ihre Narben werden verschwinden. Dann wird sie die makellose Schönheit sein, die momentan nur ich sehe. 18. Oktober 1918. Ich verstehe es nicht. Louise verweigert sich mein Angebot. Warum nur? Ich habe ihr versprochen, dass sie nie zu etwas gezwungen würde. Vielleicht lasse ich sie etwas hungern, dann wird sie verstehen, dass ich ihre einzige Wahl bin. Kann man machen? Ist jetzt aber nicht so toll. Gerade Zeit Langeweile, da gucke ich doch einfach mal rein. Och, ja, das ist nett. Oh, lecker. Das ist Kunst. Wahre Kunst. Oh, Rexmon, dankeschön und hallo. Aus Langeweile ist ein Follow da. Sehr schön, sehr schön. Hallo, guten Tag. Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Goodbye, Miss Teasdale, and be careful. Until we meet again. Ja, nett. Jetzt sollten wir die Quest auch erledigt. Cool. Und nun? Wo ist immer noch? Ach, jetzt kann ich hier hoch. Oh, Ratte. This is despicable. Warte mal, von wo kam ich denn nochmal? Von da unten, oder? Ja. Kann man nur so vergesslich sein. Habe ich es geschafft?
Er schmeißt die Schlinge weg. Aha. Der. Ach, warte, jetzt kann ich die Tür öffnen, ne? Ah, sehr schön. Oh. Sag mal, seid ihr Zwillinge, oder? Oh. Kann was begutachten. Aber wo? Was macht ihr zwei, ha? Ich weiß noch nicht, wer ihr seid, aber ihr habt was zu verheimlichen. Das ist interessant. Aha, und hier kann ich schon so stehen. Na komm. Jetzt. We should be far from town already. All right. But where would we go? Anywhere. Anywhere that isn't here. And what is that, by the way? A safer place? A less strange place? And where would that be? Life is strange. And we are alive. For now, yes. But for how long? If we decided to flee, we should be far from town already. All right. But where would we go? Oh. Krass. Wir reden erstmal mit dem Typen hier. Hallo. Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? Weiß nicht, ob das so klug ist. Aber ich könnte es sagen, aber ich glaube, das ist nicht so klug. Ich soll nichts von dem Ascalon-Club erzählen. Also mach ich privat. I'm here on my own, sir. I have no official appointment other than my desire to save lives. Then we have the same objective, sir. The difference is, to catch my suspects, I use a magnifying glass and handcuffs instead of a microscope. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. Der Ascalon-Club, laufen da auch Schars rum? Nein. Das sind nur Vampire. Außer einem, der ist kein Vampir. Der ist nur einfach steinalt und hat sehr viel Einfluss auf England oder so. Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange which requires police attention? Was hat der Typ aber gemacht? Kann ich noch mal... Ja, ich kann nicht. Doch, ich kann auch. Warte mal. Was hat er denn noch mal gemacht? Muss er so suchen. Oder wer war denn das überhaupt noch mal?
Name kommt mir bekannt vor, aber ich habe keine Ahnung. Hä? Ich habe echt keine Ahnung mehr. Das passiert, wenn man sich die Namen nicht merken kann, beziehungsweise die Leute. Oh. Wie war denn das? Scheiße. Ja, komm. No, I've noticed nothing odd. All right. But keep your eyes open, though. What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Also, da ist der Typ im Kanal unten. Nee, das war der nicht. Der heißt Teil irgendwas. Do you work alone? Yes. The situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? Vampyr. That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. What are you investigating, exactly? I have a missing woman, possibly abducted a few nights ago. Louise Teasdale. It seems you already found my other missing person, Mr. Tadao Kimura. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father reported her missing. We don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No. But I feel she's been abducted. She went to a pub a few nights ago and vanished. I thought about the sewers, but I'm not equipped for such an investigation. Ja, mal gut, als ich gefunden habe. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it. With just one phone call. Der das Tagebuch schrieb, was du vorhin vorgelesen hast, dachte ich. Goodbye, kann sein, Detective aber... Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. Also, wo sind die zwei Leute? Oh, Blut. Und ein Unterschlupf. Oh, Loot. Mal Loot. Okay. Cool, jetzt fehlt mir noch das hier. War das jetzt das, was ich brauchte? Aluminiumteil. Aluminiumpulver. Toll. Ah. Zählen, Prozessor oder Schock.
Schock. So, oder... Weiß nicht, ob das überhaupt mehr macht, keine Ahnung. Ja gut, ja gut. 3550 Punkte. Weiß nicht, ob es sich lohnt. 6000 Hütet. Mir doch nicht so pralle, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir das cooler vorgestellt. $1500. Das ist halt auch gut. Das machen wir. Okay, 950. Okay, bestätigen. Ja, stabil ist okay. Gesund ist deutlich besser. Okay, okay. Ich bin Stufe 26. Das war die falsche Tür. So, wo sind denn hier... Warum sind ja eigentlich so viele Tote? Wo sind die zwei Leute jetzt, diese Zwillinge? Oder? Hallo? Ja, ihr seid wirklich Zwillinge. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Can you tell me anything about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? I know we are not living in the most peaceful of times, but I have learned to appreciate London's complexity. Yes, me too. This city tests us. It invites us to find ourselves, to discover our true nature scattered throughout its dark streets. But what if we don't like what we find? Do we ever know who we are? I wonder sometimes. Or maybe it is the journey to find out who we are that changes us. And what do you do, sir,
For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. Tell me more about why you want to leave London, then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of the city. Tell me more about your strange feelings towards the city. I would be happy to describe them, but it's too hard to explain with mere words what I'm feeling. It's unclear, too confused. Go on, please. Where should I start? The world is chaos. Men go mad, and nature itself runs roughshod over us all. This is not the first time mankind has faced a deadly epidemic or a war. Men kill each other, while nature decides to kill them all. I don't know what scares me the most. Do you? The madness of men worries me, of course, but I understand it. The wrath of nature is far more terrifying, however, since we don't understand that. Are things less frightening once we understand them? That would seem logical, but comprehension can also bring despair. Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer, and here we are. What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Goodbye, Mr. Baker. Willkommen zurück, Skyzer. Good evening, sir. I am Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. May I ask what you're doing outside at this hour of night? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first place. You must have your own ideas. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. May I ask why you've not gone already, if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. What can you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you? What kind of question is that? What am I supposed to answer, exactly? The truth. And I believe you just did it, actually. What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see? Who are you waiting for, exactly? The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be, then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? How can I tell? Something that would allow us to leave this trap. I'm afraid I'm not following you. What kind of trap are you talking about? Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you're not in your place? That sort of trap. Trap?
And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. Tell me, how long have you been waiting here? I can't say for sure, since I have no watch. But the night is still young, and I am not tired. Is that the most honest answer you can give me? Yes, I think so. Why does it irritate you, sir? Is comprehension really that important to you? I'm a scientist. I try my best to understand things. I know the world has to obey unbreakable rules. You know, or you want the world to obey such rules? I know one thing. I do not understand who you are. And it's better that way. What kind of life would we live if we could summarize a person in a few words or a few lines? What are you really afraid of, Agamemnon? The problem is, it's precisely what I don't know that frightens me. So I suppose I can't really answer your question. If you finally manage to leave London, where do you intend to go? A happy place, that's for sure. A place where I can smile because I know the next day will be better than the previous one. Such a place doesn't exist. There are never any guarantees that tomorrow will be a better day. That would mean I have no hope left, and I just can't accept such a conclusion. What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Goodbye for now, Mr. Baker. Good evening, Mr. Why do I always have feelings of déjà vu when I talk to you? Pericles, tell me why your brother disagrees with your presence here. Agamemnon is naive sometimes. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than me. At least you both have the same difficulty explaining what you're doing, and for what reason. But is that not a common problem for all mortals? What can you tell me about your brother? If you are searching for a pleasant chat, you should speak with him instead of wasting your time with me. He has always been the more gentle of us. That's it? That's all you can tell me about him? For the time being, true kindness is the most valuable quality, my good sir. How long have you been waiting for this man? Sometimes I feel as though I've been waiting for him for ages. Perhaps it is my role in life to wait for him. Not a pleasant thought. It could be dangerous for you, waiting here all night. That's quite true. But what other choice do we have? We are waiting here until we finally go. Mr. Baker, I have met many strange people during my life, but you are definitely one of the strangest. Really? I don't feel particularly odd or weird. All I want to do is leave. What's wrong with that? Why are you still waiting for this person? What would be the point of going before meeting the man, as he's going to help us leave? Pericles, what are you going to do now? I don't know. Perhaps it's time to leave. Perhaps we should stay a little longer. How can I tell? And where exactly are you thinking of going? In a place where I will finally have that feeling, to be where I belong. The world has to be meaningless chaos to make such a heaven plausible. Goodbye, Mr. Baker. Ach so, jetzt kann ich wieder den Chat lesen. Spielst du das heute durch? Wahrscheinlich nicht, nein. Ich bin jetzt in welchem Kapitel? Muss ich aber gucken. Kapitel 5. Ganz am Anfang, Kapitel 5. Also nein, ich denke, so schnell werde ich es nicht durchspielen können. Zumal ich wahrscheinlich immer noch sehr viel... I cannot enter. Das habe ich auch verstanden. Ist halt wirklich viel Textkram. Text ist mir gar nicht aufgefallen. Nee, ne? Überhaupt nicht. Huch. Okay. Hello. Ja, das nehme ich gleich auf.
Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they can tell me everything. They told me that you have not taken another life since your poor sister died. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me? You're a poor fortune teller, then? Oh, I can tell you many things. But they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. Do the cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Read my fortune, then. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. Here is the money. The hermit. An old man. A broken soul who has seen too much. The burden of guilt. This man will give up once the disease is defeated. Tell me about yourself. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. Some believe you to be a vampire. Who? The Guard of Priwen, who else? For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time, sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. All right. Let me hear it. You're on a path to redemption, Jonathan. But be careful. One single trip and you'll fall. That doesn't sound promising. Take this, young Ekon, as a personal reward for your strong will. Keep following the right path and you'll reach safety. I would rather not know. How do you measure the amount? I told you. Is it possible? A vampire. How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlor tricks. The truth, now! Swansea told me. Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. He had to tell me about Mary. She was no longer the sister I knew. She had changed. Hateful and bitter. She was determined to destroy our entire family. She returned as a force of evil, Jonathan.
In putting an end to her misery, you also protected many innocent souls. May I ask you about the Brotherhood? Of course. But I must warn you that there are some subjects we consider taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. I know there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate, and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics and scholars? Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. Boah, was das für Texte, ey. Und lesen. Oh, du Scheiße. Das Verbrechen des verlorenen Wissens. Vampire sind gefährlich, tödlich, manchmal bösartig. Das ist eine Tatsache und ich werde sie nicht abstreiten. Doch dies ist genau der Grund, weshalb wir begreifen müssen, was sie sind. Und manchmal wer sie sind, um so ein besseres gegenseitiges Verständnis zu erlangen. Erinnern Sie sich an das Gespräch mit Titus Flavius Josephus, das vor allem der unsrigen 1548 geführt wurde, als er schlussendlich die Kreatur in Spanien traf. Erinnern Sie sich, wie die vorsichtig gewählten Worte dieses Vampires unsere Herzen stets erwärmten, wenn wir sie lasen. Warum sind da Fragezeichen? Das verwirrt mich. Denn sie sind besonders zu einer Vergangenheit, von der wir sonst nur flüchtige Blicke erhaschen. Titus Flavius Josephus gibt es nicht mehr, seit ihn die Jäger des Vatikans vor wenigen Wochen vernichtet haben. Mit ihm verschwanden auch die freigelegten Schätze seines Wissens über die Säulen unserer Zivilisation. Es ist ein Verbrechen so herzerreißend wie der Mord eines Unschuldigen durch einen Vampir. Darum ist der Weg, den die Wache von Priwen eingeschlagen hat, so verwerflich wie auch wertlos ist. Wie er wertlos ist. Wenn sie eine ihrer methodischen Jagden auf die alten Vampire Englands veranstalten, und statt sich ihnen vorsichtig und respektvoll anzunähern, zerstöre sie einen Teil unserer gemeinsamen Wurzel mit den Unsterblichen. Sie ersticken eine Gelegenheit im Keim. Die Idee einer großen Jagd ist ein Verbrechen, weil sie blindlings Worte und Gedanken tötet. Aus bla bla blub. Du bist wieder schon Dankeschön und danke, dass du hier warst. Oh, ich wusste gar nicht, dass du noch hier warst. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Warum ist hier eine Druckplatte? Oh, das ist bestimmt ein Rätsel. Bestimmt ist das ein Rätsel. Ja, ich bin mehr so der Unscheinbare. Ja, das ist ja okay. Ich habe keine Ahnung. Die Dinger irgendwie
geschrieben? Nein. Ja gut, ja gut. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle. Ach, wir haben noch Quest. Der dritte. Ach ja, stimmt, da war ja was. Haben wir jetzt alle. Ne, hier sind noch 2. Boah, ich glaube, ich mache jetzt so einen richtig krassen Cliffhanger. Einfach auf allen Platten gleichzeitig stehen. Easy. Schwierig. Aber ich glaube, ich mache wirklich einen Cliffhanger. Ich bin mal so böse. Ausnahmsweise. Ja, das mache ich jetzt wirklich. Wird dann fürs nächste Mal interessant. Ich will jetzt hier schon noch schnell speichern. So. Und sage dann bis zum nächsten Mal.